So, ich guck mal in diese Kamera. Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe BPM Berlin. Nach circa 2 Stunden, würde ich sagen, habe ich es dann geschafft, jetzt hier endlich mal loszulegen. Das ist wahrscheinlich die teuerste Folge, die wir haben werden, denn wir haben keine Kosten und Mühen gespart und haben quasi Brad Pitt von Troja einfliegen lassen. Also der wohl attraktivste DJ, den ich kenne. Also hier nochmal ein kleiner Schmunzel an der Stelle. Afim Psycho ist heute unser Gast. Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr Chris drauf. ist natürlich auch am Start. Hallo. Chris Bollmann, und ich denke, wir werden uns jetzt einfach mal so 1 Stunde, 1,5 Stunden, je nachdem, wie kalt uns dann ist, über Gott und die Welt unterhalten. So machen wir es normalerweise, ja. Es ist kuschelig, aber ich glaube, es wird warm. Ja. Soll ich die erste Frage stellen oder willst du? Ich würde super gerne die erste Frage stellen. Es ist ja ein traditionsreiches Unterfangen sozusagen, wenn die erste Frage gedroppt wird. Deswegen, Matthias, erstmal hi. Ich freue mich auch, dass du da bist. Wie war denn dein Wochenende eigentlich? Sag mal, erzähl mal. Wo war ich? Man muss dann immer so erstmal überlegen. Ich muss das überlegen, ist jedes Mal das Gleiche. Das ist auch schon eine Weile her. ich lebe immer so den nächsten Tag hinein. Das heißt, wenn du mich jetzt fragen würdest, so was machst du am Wochenende, dann könnte ich das besser beantworten. Ich war in Dublin in Irland bei Teletech. Nice. Und davor war ich war in Polen, in Wrocław, Breslau auf Deutsch. Wo hast du da gespielt? Hast du im Cialo gespielt? Oder Ja, genau. Ja, da war ich auch ein paar Genau. Mal. Das ist ein War cooler Club. Eigentlich Ja. ein Am cooler Club, Hauptbahnhof, oder? Also, es ist sehr geil. also für die Verhältnisse vor Ort. Nee, also Was soll das heißen? Nein, Quatsch, nein. Also no front, ey. Aber Ich kann mich erinnern, da gab es viele Luftballons irgendwie, die an so Gasflaschen hängen. das ist quasi Und das die- USPs vom Club eigentlich. Ja, Hab ich sagt man so. nicht gesehen, tatsächlich. Nee, aber so ein dunkler Gang auch, ne? Ja, ich fand es eigentlich gar nicht so dunkel. Ich fand das Licht ganz cool, obwohl es irgendwie so es gibt ja in vielen Clubs dieses Automatic Mode, weißt du, wo das dann einfach so läuft. Und trotzdem fand ich es sehr geil, weil ich finde Licht ja super, super wichtig bei der Party. Absolut, Fast genauso wichtig wie die Mucke und das Monitoring. Ja. Und das fand ich sehr gut, muss ich sagen. Und die Crowd sowieso. Also Das ist eine krasse Hingabe in Polen, oder? Muss man schon echt sagen. Voll, definitiv. Ja, also generell immer, wenn ich am Reisen bin, außerhalb von Deutschland, habe ich immer das Gefühl so, boah, krass, das ist irgendwie die jetzt nicht, dass die deutsche Crowd irgendwie schlecht ist oder so, weißt du? Aber ich hab trotzdem kannst du aber ruhig sagen. Wir sind der authentische. In folgenden Orten habe ich gar keinen Bock zu spielen. Ja, aber du merkst auf jeden Fall schon Unterschiede. Ja, und Polen fand ich sehr cool. Was würdest du sagen, war so der größte Unterschied zwischen Dublin und dann der Club in Wrocław, in Breslau? Ja. Also vom Sound her vielleicht auch oder einfach nur die Leute in dem Sinne? Gar kein so großer Unterschied, um ehrlich zu sein. Relativ ähnlich. So, Leute waren super into it, hatten richtig Spaß. So, ich mag ja auch so, ich habe meinen Sound ja so ein bisschen geändert so und du merkst schon, dass die Leute anders tanzen, sich anders bewegen, weißt du? Und das finde ich ganz geil. Und ich glaube, in Polen gibt's auch diese Videos, wo die immer in dem Club so rumspringen, weil die Mucke angeht und dann kommt diese komische Polen. Ich weiß gar nicht, was das ist, wieso und so. Jetzt vielleicht will ich einmal bitte Frage einblenden. haben die das da gemacht? So, nee. Ich weiß nicht, wovon du redest, um Weil ehrlich du zu gerade sein. meinst, die tanzen da unterschiedlich, deswegen hat es gerade dieses Meme in meinem Kopf getriggert. Zu der Musik. Wenn man jetzt so Hard Techno und so Bouncing Trance vergleicht, so dann merkt man schon, dass die Bewegungen anders sind und dass die Leute mehr tanzen, anstatt so zu stampfen oder wie man es nennt. Weißt du? Ich würde auf jeden Fall, gerne nochmal über deine Musikproduktion und so weiter reden, aber ich glaube, am interessantesten ist ja eigentlich das, was die Leute noch nicht über dich wissen. Ja, interessant ist so ein bisschen so, wo kommst du her eigentlich? Also wie ging's los? Ich habe mal geguckt, Resident Advisor, da gibt's bei mir quasi so ein kleines Portal ins Dunkle, dann sieht man, was ich vorher für eine Scheiße gemacht habe. So, aber bei dir habe ich gesehen, erst 2021 das erste Event und die häufigsten Clubs, in denen du gespielt hast, RSO, Lehmann Club, Gotek, Hans Bunte und Nexus. Das kann sich erstmal sehen lassen. Das kann man machen, ne? Okay, Was ist davor passiert? Ich mache Musik tatsächlich schon sehr, sehr lange. Also erstmal, um ganz am Anfang anzufangen, ich komme aus einem kleinen Dorf namens Rinteln, ist in der Nähe von Hannover. Oh, scheiße. Kennt man das? Klingt echt übel, ja. Oder Hameln kennen immer viele. Hameln so kennt man. Genau, der Rattenfänger, richtig, genau, so eine Kindergeschichte, der Rattenfänger von Kennst du das nicht? Geil, natürlich, geil. Aber. Rinteln, 30.000 Einwohner. Tatsächlich kommt aus Rinteln auch ein bekannter Techno-Producer, Timo Maas. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ja, so ganz andere Ära. Genau, also eher so die Drumcode. Richtiger Techno halt. Richtiger Techno, echter Techno. So richtig schön stampfen. Ja, genau. Business-Techno hat man damals gesagt, tatsächlich. Das Business-Techno gesagt. Okay, das kam dann. Genau, auf jeden Fall aus einem kleinen Dorf und früher sehr viel Hip-Hop gehört tatsächlich. Zu der Transition, wie ich dann zu Techno kam, da können wir später nochmal drauf eingehen, das ist eine lange Geschichte, aber auch ganz interessant.
Ich mache Musik jetzt, glaube ich, seit 12, 13, 14 Jahren so. Hatte davor 1, 2 Also andere. nach dem Abi oder so? Ja, schon so während des Abis angefangen. Ja. Du hast schon direkt davon ausgegangen, dass ich Abitur gemacht habe. Ja, na klar, natürlich. Wir haben uns ja schon mal unterhalten. Ja? Also da merkt man ja schon, dass der Intellekt da vorhanden ist, nicht wahr? Genau, und andere Alissa gehabt. Und was hast du gesagt, 2021 war das? Ja, genau. Kam halt FM Psycho zustande. Was war so die Musik, die du vor 12, 13 Jahren gehört hast und auch produziert hast dann, oder? Also das war damals ich habe tatsächlich so mit Deep House, Tech House angefangen. Krass. So, das hat mich richtig berührt früher. Dann Clapton und sowas alles. Genau, ja. genau, das fand ich ganz geil. Sascha Bremer, Rüd Hagelstein, so kennt heutzutage schon keiner mehr, aber fand ich halt sehr geil. Ja. Damals als Shuffle noch cool war. Ja. Da hat man nicht so geschaffelt tatsächlich, glaube ich. Aber zu EDM hat man geschaffelt. Ja. Also und als ich so 16, 17, 18 war, da auf jeden Fall geschaffelt und dann kam so diese Deep House, Tech House Zeit mit Kollektiv Ost und so, falls ihr die noch kennt, Sascha Bremer etc. So. Kollektiv Turmstraße. Ja, Andreas Henneberg oder so. Ja, super geile Musik. Ich weiß nicht, was sie heutzutage machen, aber Stefan Botzi wahrscheinlich immer noch vielleicht die gleiche auch noch. Musik, aber juckt jetzt keinen mehr auf einmal. Der gibt ja jetzt irgendwie nur noch so dieses eine Satz. Jetzt ist ja alles Rave. Jetzt, also in jedem Genre ist jetzt Rave, egal ob es bei House ist oder bei Hard Techno oder bei Hardcore, alles ist sehr Rave-orientiert. Deswegen denke ich mir dann, dass so diepe Geister wie Kollektiv Turmstraße dann wahrscheinlich einfach nicht mehr. Ich glaube halt, dass die Plattform jüngste haben. Generation halt immer auf die Musik geht, die halt so sehr einfach für TikToks genutzt werden kann, und ich glaube, so Deep House funktioniert halt gar nicht. Dann, weißt du, dann gehen die so ein bisschen, wann kommt der Drop und so, das sind jetzt schon die Kicks so. Ja. Deswegen glaube ich, braucht man da eine andere Hingabe. Erst wenn der Trend sich zurückentwickelt, dann wird das, glaube ich, nochmal so einen Peak haben. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so viele große Künstler danach gekommen sind, außer jetzt hier die Afro-House-Jungs. Naja, die Afro-House-Jungs. Ja, genau. Team Kamera. Wie auch immer, pass auf. Wie war das dann so, also um dann doch auf diesen Switch zu Techno mal einzugehen, bevor du irgendwie zu Techno produzieren gekommen bist, warst du dann zum ersten Mal im Techno-Club oder hat sich das wie ist das entstanden? Pass auf, lustige Geschichte. Also ganz früher eigentlich nur Hip-Hop gehört, so und viele so in dieser Hip-Hop-Szene unterwegs gewesen, da war immer so Techno, nee, Digga, das hört man nicht so, weißt du? Hat Bushido ja damals mal gedisst, so. Genau. Für mich seid ihr alle Raver. Ihr seid alle Raver, so, das ist so ein Schimpfwort, weißt du? So eine Beleidigung. Genau wie Eminem auch, so Nobody listens to Techno so, und jetzt halt jeder Techno. Und da waren wir beim Kumpel, im Keller irgendwie stoned, und im Hintergrund lief halt so ein Film. Und ich guck das so die ganze Zeit und ich lieg da auf der Couch so. Und es war Berlin Calling. Ja. So, weißt du, und ich glaube, für viele war Berlin Calling so der Entry so in Techno. Absolut, ja. Und ich guck das so und da kam diese Musik, ich weiß nicht, ob das Gebrünn war oder Sky and Sand. Auf jeden Fall hat mich das so richtig getoucht, so wie keine andere Musik zuvor, weißt du? Ja. Und ich zu meinem Kumpel so, Digga, stell dir mal vor, den wird's wirklich geben, den Artist, und wir könnten irgendwie auf die Show von dem und so, ne? Also, Digga, das Paul Kalkbrenner so. Weißt du, den gibt's wirklich. Ich dachte halt, es wäre so fiktiv. Ja. Und das war ein Tag vor der Love Parade in Duisburg oder Düsseldorf? Duisburg. Wo die ganzen Leute gestorben sind, weißt du? Und dann meinte so, lass doch mal einfach auf den Rave gehen, so. Lass doch morgen auf die Love Parade. Ich so, nee, Digga, weiß ich nicht so, ne? Und dann... wann waren das ungefähr? Also, dass die Leute das... Immer so 2008, 9, 10 sowas? Ja, weil die Kids, die uns jetzt ja auch gucken, die haben ja davon, die sind ja da geboren, weil sie haben einfach davon keine Ahnung. Ja, genau, deswegen muss man das vielleicht nochmal dazu sagen. Love Parade kennt man noch. Ja, jetzt wieder tatsächlich. Jetzt, wo es wieder stattfindet, so Rave the Planet, genau. Auf jeden Fall morgens aufgewacht und der Typ klingelt mich aus dem Bett so, also wir fahren da jetzt hin. Von Hannover oder von Berlin? Wir dann dabei von Hannover aus, voll so voll. Ja, direkt früh shoppen und rein. Von Hannover dann nach Duisburg gefahren, irgendwie morgens, und dann auf die Love Parade. Und zum ersten Mal habe ich dann so erlebt, dass man auch anders feiern gehen kann. Ich kannte da vorher irgendwie nur so Dorfdiskos oder größere Schlägereien, Auseinandersetzungen. Es hat immer in der Schlägerei geendet, immer in einer Auseinandersetzung. So, das war auch das Spannende vom Abend dann meistens. Genau. Die Mucke war scheißegal so, und dann so, jeder musste sich behaupten und man musste immer aufpassen, so was man macht oder genau. Auf jeden Fall weiß ich noch, wo mich dann eine Person angerempelt hat, die sich umdreht. Sorry, so tut mir voll leid. Weißt du, das kenne ich auch, diese, Ich so, wow, das gibt's auch irgendwie. So kann man auch feiern gehen, und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich fand's richtig geil, und dann auch die Mucke. Ich glaube, da hat Magda aufgelegt. Die kennt heutzutage auch keiner mehr.
Und ich habe das, um ehrlich zu sein, mit den Leuten, die da gestorben sind, das habe ich gar nicht mitbekommen so. Das ist krass, okay. Ja, genau, weil es war halt so ein Riesen-Event und es wurde auch nicht irgendwie so groß publiziert dann an dem Tag. Ich habe das dann auf dem Heimweg mitbekommen, so dass das in den Nachrichten dann so, es haben dann zwischendurch Leute zu mir gesagt, also Digga, es sind schon 3 Leute gestorben. Und ich dachte so, ja okay, bei so einer großen Veranstaltung, so die Leute nehmen Drogen trinken, es ist warm draußen, kann schon irgendwie sein. Also es war in meinem Kopf irgendwie nicht, dass da jetzt Chaos passiert ist oder so ein Desaster. Ich muss sagen, seit dem Tag bin ich nur noch auf Raves gegangen, habe nur noch Techno gehört und klar, ich höre zu Hause immer noch gerne Hip-Hop, aber das hat mir irgendwie so... Das ist ja eigentlich die perfekte Story, also wenn man sich etwas hätte ausdenken müssen, müsste man eigentlich bei dir, also es ist perfekt, eine perfekte Story, um so anzufangen. Genau diese Story, wo man eigentlich irgendwie, also bei mir war das ähnlich, ich habe zum ersten Mal gemerkt, so dieses Feiern ist anders und es ist irgendwie so ein respektvolles Miteinander, so, wir sind irgendwie alle sind irgendwie so eins und es ist irgendwie, fremde Menschen sind dir trotzdem vertraut und bekannt. Ja. So. Und du hast irgendwie nicht das Gefühl, dass du, bei Hip-Hop hat man ja dieses irgendwie so, keine Ahnung, wer kauft das dickste Boot, wer hat den dicksten Arsch und Uhren keine Ahnung, und so weiter, wer kauft die Flaschen und so genau, weiter. Wer hat die meiste Kohle und so weiter und das ist so ein richtiges, es geht ja um Flexen irgendwie bei Hip-Hop auch so ein bisschen und das hat's halt bei Techno, das fand ich damit auch am besten eigentlich so. Und das, ich glaube, es ist bei vielen Leuten so, dass sie eben diese Kultur, diese Community kennenlernen und dann daran verharren und dann kommt man an die Musik ran so ein bisschen. Ja, auf jeden Was Fall. war die erste Party bei dir? Bei mir die irgendwo Grinsekatze in Wollte schon auf sagen, jeden Fall. Ich war da Shuffeln auf Dinger, glaube ich, oder so. Also erste Techno-Partys sind direkt Drogen genommen, ja? Auf jeden Fall. Also die fiktive Person auf jeden übrigens, Fall. genau. Ja, die fiktive wir sind ja Person fiktive Bollmann, Personen hier. Wir sind ja quasi Lukas Meunier, Bollmann und Affe im Psycho, ne? Also Genau. sonst wäre das ja strafbar, wenn das und wirklich wahr gewesen wäre. weil ich die fiktive Person bin, darf ich jetzt im Fernsehen rauchen hier auf jeden Fall. Ja, jetzt, macht euch mal eine Kippe an. Ja. Erzähl mal, wie, also du hast quasi Love Parade erlebt, dann hat sich übelst gecatcht und wie ist es dann zum Produzieren oder Auflegen gekommen? Also erstmal feiern gehen, wo kann man in Hannover feiern gehen? Weidendamm? Wir sind immer irgendwie auch so Off-Locations gefahren. Ich weiß, ich hatte dann so ganz schnell auch so Leute kennengelernt aus der Techno-Szene. Man fährt dann noch ganz schnell überall rum im Land. Genau. So ich habe dann am Anfang des Jahres habe ich mir da so eine Liste gemacht an Events, die ich irgendwie sehen will, von Time Warp über Awakenings und solche Sachen. Awakenings habe ich tatsächlich nie gemacht, aber alles andere. Und die waren alle schon ein bisschen älter so, als ich da 17, 18 war, da waren die 30 und die haben mich dann überall mit hingenommen. Was war jetzt die Frage nochmal? Wie du quasi siehst du, jetzt bin ich auch schon raus, pass auf, wie du von dem Erlebnis dorthin gekommen bist, dass du das auch produziert hast, also quasi, oder angefangen hast aufzulegen, so. Das ist, glaube ich, interessant, so. Hast du Hip-Hop auch schon aufgelegt? Nee, tatsächlich, ich habe Hip-Hop gehört, so, ich habe mit diesen Leuten rumgehangen, aber ich habe auch nie gerappt, so. Ich kann mich immer noch dran erinnern, dass wir dann irgendwie so in Kellern saßen und die Leute haben da so gefreestylt und so. Ich fand's immer so voll irgendwie weird, weißt du? Ich kann mich irgendwie nicht so gut ausdrücken und deswegen fand ich dann so Techno richtig geil, weil ich so, okay, das kann man jetzt machen, ohne zu sprechen. Und jetzt fangen auch Artists an, irgendwie so auf der Stage zu singen und zu rappen und so, ich so, fuck, so, weißt du? Wir sagen es immer wieder, wir haben eigentlich, also ich habe Techno angefangen und DJ angefangen, damit ich nicht reden muss. Jetzt sitzen wir hier im Podcast. Und dann ist es auf den Stuhl gesetzt. Ich habe einfach so von meiner Natur aus will ich immer wissen, wie Sachen funktionieren. Weißt du, das heißt, ich bin nie an die Sache rangegangen, zu sagen, so, okay, ich will jetzt auch Mucke machen, sondern mich hat das so krass interessiert, irgendwie diese Sounds und wie die Leute aufgelegt haben. Ich so, wie funktioniert das? So, ich will einfach wissen, wie macht man das, diese Musik, weil die klingt einfach so futuristic und was auch immer. Und in dem Prozess, wo ich dann versucht habe, das zu verstehen, habe ich einfach gemerkt, Digga, das macht so krass Spaß. Ich gehe da so drin auf, ich will nie wieder. Wie warst du da ungefähr? War es auch so? 18, 19. So. Ich habe direkt dann irgendwie angefangen, mir so ein Mischpult zu holen für zu Hause. Ich habe auch ganz früher dann... Man hat dann noch so im Sitzen aufgelegt vor seinem Rechner. Ja, genau. Oder auf dem Schoß. Hattest du direkt so ein Pioneer-Ding oder hast du so ein Newmark? Und Herkules? Vestax war schon nicht schlecht, aber so ein kleines Gerät. Und Vestax und Native Instruments Machine, wo man dann so Beats mitbauen konnte. Krass, aber da habe ich dann ganz schnell gemerkt, so, okay, das ist cool irgendwie so zum Beats produzieren, aber um jetzt einen ganzen Track zu arrangieren und so, brauchst du halt wirklich Programm. Ja. Und da habe ich irgendwie dann Fruity Loops kannte man irgendwie von Freunden noch von früher. Das konnte man sich auch einfach cracken damals. Du kannst ja alles cracken. Immer noch. Auch. Ach so. Würde ich niemals machen. Die fiktiven Personen nicht zu empfehlen, auf gar keinen Fall. Don't try this at all.
Genau, und dann einfach angefangen damit und ich konnte einfach nicht aufhören. Das war wie so eine Obsession. Ja. Weißt du? Das heißt, du hast erst produziert und dann aufgelegt oder kam es so simultan? Ja, gleichzeitig. Ich würde sagen, als erstes habe ich mir so ein Pult geholt zum Auflegen und dann auch direkt ein halbes Jahr später irgendwie so zum Produzieren und dann Ableton runtergeladen, gekauft. Genau, gekauft. Wie bist du dann an die ersten Gigs gekommen? Weil das ist ja was irgendwie jeder da anders rankommt. Entweder, also bei mir waren es zum Beispiel After-Hour-Partys. Die alle erst in irgendeiner schäbigen Kneipe. Warte mal, mein allererster Gig war, glaube ich, schon auf meiner Abi-Abschlussfeier. Hattet ihr auch sowas? Abi-Abschlussfeier? Ja, so? ja, aber da lief andere Mucke, da hätte ich mir Techno gewünscht damals. Ja, vielleicht. da habe ich dann auch so Techno-Sachen gespielt und die Leute haben es auch nicht so Hast gefeiert. du bei deiner eigenen? Ich war dann so Hobelfeld-Treiber. Hast du bei deiner Hast du bei deiner eigenen gespielt oder bei anderen? Ich habe bei meiner eigenen. Ich habe bei anderen nicht gespielt und da ein bisschen abgecasht und die fand es auch alle scheiße auf jeden Fall. Ich hab kein Geld bekommen tatsächlich. Ich hab früher mal so 80s, 90s gespielt und dann bin ich irgendwann so zu Tech House und so weiter so rüber. Auf jeden Fall sehr interessant für mich gewesen, für alle anderen, glaube ich. Also nicht für alle, so, die jetzt anfangen, so Abi-Partys ist so der Einstieg. Ja, und dann war noch so, mal, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es auch so, ganz viele haben dann so 18. Geburtstage gefeiert und auch so Club-Locations gemietet, also die auch so, die man auch heute als Club durchgehen lassen könnte. Und da habe ich auch so meine ersten Erfahrungen gesammelt, ja. Wie war es bei dir? Geil. Ja, wie gesagt, Abi-Party, dann bin ich auch zum Studieren nach Holland gezogen, habe dann in Maastricht gewohnt. Interessant. Und da habe ich auch die ganze Zeit zu Hause aufgelegt, produziert und dann war Ben Clock, hat aufgelegt in einem Club, Fort Knox oder so hieß der. Und dann habe ich es gibt nicht eBay Kleinanzeigen, sondern Marketplace oder so. Marketplace. Marketplace in Holland. Und da habe ich dann Tickets für diese Ben Clock Show gekauft und mich mit dem Typen irgendwie auf dem Marktplatz getroffen. Und das war auch so voll der Durchschuss, so voll unterwegs schon. Und er so, ja, machst du auch Techno? Ja. Ich so, ja. Und er so, ja, ich veranstalte, willst du nicht mal das spielen so? Ich so, ja, voll, sehr gerne. Ja. Na, krass. Und das war dann auch eine richtig krasse Party, weil Maastricht ist an der Grenze zu Belgien. Ja. Und da gibt's ganz viele Höhlen, so aus dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie, die ausgebaut worden sind oder was auch immer. Und die haben da so legale Raves. Ja. Legale Raves veranstaltet. Auch richtig mit so Busreisen, so richtig professionell, dass dann Leute mit dem Bus Das hatte ich früher auch, dass ich mit dem Bus auf die Time Warp gefahren bin, so mit so einem Reisebus. Genau, und dann hin ist und dann auch zurück. schon so richtig ab, so im Bus. Und dann habe ich da in diesen Höhlen aufgelegt und dann, Aber also wie krass ist es normalerweise, wenn dich jemand fragt, ob du bei ihm spielen willst, dann ist das irgendwie in so eine Eckkneipe, so zu Ronnys Ecke oder so, weiß ich nicht. Ja, und wenn dann so eine heftige Veranstaltung ist schon Zeichen. War schon sehr geil, war ich da auch sehr aufgeregt. Ich kann mich noch erinnern vor der ersten. Wie hieß du damals? Das ist geheim. Ach so. Ich mach da kein großes Geheimnis draus, aber ich habe ja das neue Alias irgendwie gemacht, um neu anzufangen, so dass man nochmal so als unbeschriebenes Blatt nochmal neu anfängt, weißt du? Und dann will ich es auch irgendwie dabei belassen und finde es dann immer so schade, so immer rumzukramen, so irgendwie, was ist dann vorher passiert oder so, ich weißt sage du? ja meinen alten Namen auch nicht, so. Der war Aber du beschissen. hast dann diesen Moment gehabt, okay, ich mache jetzt ein neues Alias und ich gehe das Ganze jetzt richtig professionell an und gehe in eine andere Richtung vielleicht. Wie ist dann der Step gewesen? Also sind dann die Partys anders gewesen oder hast du dann auf den Partys einfach andere Mucke gespielt? Oder? Also das war vor und nach Covid. So, ich habe mit dem neuen Alias nach Covid angefangen und dann war sowieso ja auch während Covid halt so ein Break. Das heißt, du hast dann nicht aufgelegt, sondern einfach die ganze Zeit produziert oder was auch immer, zu Hause Streams irgendwie aufgenommen. Ja. Und dann war das eigentlich so der perfekte Start und das war dann auch gleichzeitig mit meiner ersten EP bei A-Label, so meine erste richtige Platte. Ja, weißt du, die pinke, ne? Ja. Genau. Ja. Da hatte ich ja noch so pinke Haare so und Max dann so direkt, ja, das Cover muss pink sein, so. Ja, fand ich schon sehr cool. Und dann das. Also es kam dann auch relativ schnell der Sprung zur A-Label, als das neue Alias kam. Genau, quasi. es war genau, richtig. Ja. Das ist so eigentlich zeitgleich passiert und dann mit A-Label auch relativ gut gewachsen am Anfang so. Dann auch als unbekannter Künstler hast du, wenn du so ein großes Label hinter dir hast du natürlich erstmal irgendwie so ein Einstieg in die Techno-Szene. Ja, dass dann Leute dich buchen, die dich vielleicht gar nicht kennen, nur weil du bei einem Label bist. Absolut, ja. Und das ist gar nicht so verkehrt für Leute, die gerade jetzt anfangen. So würde ich sagen, weißt du? Das ist aber kein Modell mehr jetzt für dich, meinst du? Nee, ich glaube auch, dass das heutzutage nicht mehr ganz so wichtig ist. Genau, ja, glaube ich auch, ja. Das ändert sich auch irgendwie alle paar Jahre wieder. Jetzt hast du, früher gab es kein TikTok so. Instagram war ich dann auch so, ja, soll ich das jetzt machen oder nicht? Ja. Jetzt ist das ein No-Brainer, so kannst du Brauchst du nicht, geht gar nicht, so, ne? Und deswegen dieses Modell, wie man jetzt irgendwie groß oder erfolgreich oder generell einfach nur wächst,
keine Ahnung, ändert sich jedes Jahr. Ja. Ich kenn super viele oder Freunde, Bekannte von mir, haben mir gesagt, okay, ich gehe jetzt auf Veranstaltungen und rede da mit den Promotern und schick denen meine Tracks oder meine Sets und sag so, ja, ich würde jetzt auch mal gerne hier auflegen, umsonst oder was auch immer. Das habe ich nie gemacht, weil ich war mir dann immer zu schüchtern dafür, Echt, ja. zu anderen hinzugehen und sagen so, hör dir mal meine Sachen an. Weißt du? Ja, okay. Hatte ich aber auch immer. Ich habe auch immer darauf gepokert, so, nee, lieber im Internet direkt irgendwie Reichweite ziehen, damit die Leute mich dann irgendwie von überall kennen und dann wegen der Sache kennen. Ich habe das Gefühl, irgendwann nimmt es dann aber so eine eigene Dynamik und weil du auch meintest gerade, das ändert sich von Jahr zu Jahr. Ich habe das Gefühl, du musst ja jetzt eigentlich so ein Gesamtprodukt sein. Also du musst ja wirklich die eierlegende Wollmilchsau sein. Du musst alles abliefern. So, dass du diesen Begriff noch kennst. Ja. Ja, safe. Aber ja, irgendwie musst du so alles, du musst ja TikTok machen, also du musst irgendwie die Reels machen, du musst Mucke geil machen, du musst irgendwie im besten Fall eine eigene Fashion haben, du musst ja das Gesamtprodukt. Entertainer sein. Genau, lustig, jeder muss ja ein eigenes Label nahbar, sein mittlerweile ja. so. Ja, voll. Super beschissen, auf jeden Fall. Ja, so hoher Druck auf jeden Fall. Ja. Ist Also- natürlich für die Leute, die irgendwie nur Mucke machen wollen, ja, Techno war für mich auch immer so irgendwie so DJs sein, so für Außenseiter, weißt du? Ja. So, die einfach ruhig sind und vielleicht nicht gerne viel von sich preisgeben und dann einfach so mit ihrer Kreativität oder einfach mit ihren Skills so glänzen So eine können. kryptische Nachricht nach außen und man muss gar nicht so im Vordergrund Genau, quasi und stehen. das so, hat sich jetzt halt geändert und deswegen find diese- sitzen wir jetzt im Podcast. Genau, deswegen, also für uns ist ja auch geil, so, ne? Also. Ich finde aber diese Kryptik hat sich geändert. Also weil du gerade meinst, so eine kryptische Nachricht, man hat ja wirklich so als Künstler in dem voll abstrakten Techno-Umfeld, Berghain ist ja zum Beispiel so alles voll abstrakt und total gegenstandslose Musik eigentlich. Und das ruft ja eigentlich irgendwelche Emotionen hervor. Ich habe das Gefühl, es ist sehr gegenstandhaft geworden. Also sehr trivial, wenn man so sagen will, ist ein bisschen ein negativer Begriff. Aber es geht ja immer darum, irgendwas so abzubilden, wo ganz viele Leute jetzt resonieren können. Also so, die wissen so, das kenne ich schon oder das spielt jetzt auf ein Meme an oder auf irgendwie, keine Ahnung, auf das Videospiel oder so. Und ich habe das Gefühl, das macht das alles so ein bisschen steril manchmal. Ja. Also das nimmt diesem, was bei Techno geil war, diese Deepness. Man geht ja auf eine Party, wie du gesagt hast, und dann fühlt man auch bei der Musik manchmal so, das ist so ein ganz eigenes neues Gefühl. Und ich finde, das hat sich verloren, so ein bisschen. Es geht der Charakter so ein bisschen verloren. Ja, genau, Das stimmt, genau, das so stimmt, Sterilität in Und dem Ganzen. hast du den Charakter damals auch verloren, als du dich in Corona neu quasi entwickelt hast, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt ein neues Alias entwickeln? Gab es da irgendwelche Tracks oder so, die dir irgendwas ausgelöst haben, dass du gesagt hast, ey, das ist jetzt irgendwie, bei mir war es beispielsweise Tam damals, 2018 oder so, der hat auf Voxnox da so eine EP rausgehauen, die hat mich total gecatcht und dann, oder auch beispielsweise Emerald mit Remco Beakwilder, diese VA da, die da rauskam, übelst krass, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr das machen, was ich gemacht habe. Wie war es bei dir? Gibt's da irgendwie so einen inspirierenden Track oder so? Oder? Ja, definitiv Clouds, Chained to a Dead Camel. Oh Also ja. allein schon der Name so, weißt du, Chained to a Dead Camel, so, dass das Album heißt Tune to a Dead Channel. Ja. Also wenn du jetzt so im Fernseher irgendwie so einen Sender anmachst, wo nur Rauschen kommt. Ja. Auf jeden Fall. Aber der Track aus bestimmten, also erst einmal ist er super raw, hat so super Energie geladen, sehr stumpf auch, hat super wenig Elemente, aber trotzdem super interessant. Also Ja. wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann sind auch keine Riser, keine Snare Rolls und so drinne, aber dieser Aufbau ist irgendwie so interessant gestaltet und dieser Drop ist dann so brachial, Ja. weißt du, dieser Soul Einnehmen. Leads, ja, so einnehmen. Das ist auf jeden Fall ein Track, der mich sehr inspiriert hat. Aber es war jetzt gar nicht so dieser Soundwechsel, wo ich sagen musste, dass ich jetzt irgendwie neues Alias machen wollte, sondern einfach irgendwie so neu anfangen, neuer fresher Start. Also du hast quasi so, davor schon auch den Sound produziert und aufgelegt, wolltest bloß jetzt quasi nach außen hin dich anders darstellen. Genau, quasi. einfach nochmal neu präsentieren, einfach nochmal so einen neuen Switch machen. Okay, da muss ich aber jetzt auch wissen, also falls du darüber sprechen möchtest, also wie kamst du zu dem Künstlernamen? Afam Psycho? Ja. Lustige Geschichte. Ich bin super schwer mit so Namen, das fällt mir immer sehr, sehr schwer auf. Früher so, wenn du bei der Playstation irgendwie so Namen auswählen musstest, wusste ich immer nicht, was Mal Andi oder so. Ja, keine Ahnung, weißt du. Und ich wollte irgendwas, was keine Bedeutung hat, was dann Leute nur mit mir assoziieren, aber was irgendwie trotzdem cool aussieht, sich irgendwie gut anhört und irgendwie zwei Wörter auch sind. Und was auch zusammen. ästhetisch aussieht, ne? Damals hat man so voll drauf geachtet, wie der Name KRTM, da hat man in einer Masterclass erzählt.
heißt nur so, weil das geil aussieht. Krüttem spricht das aus, ne? Ja, genau. Einfach genau. nur, weil es für ihn cool aussah irgendwie. Und er hat auch eigentlich diese eckigen Brackets drumherum offiziell. Ja, das hat man früher oft gemacht, so Brackets oder dann so das O durchgestrichen. Ja, das O durchgestrichen, genau, ja. Weiß ich, wenn Leute mir so Promos schicken und mit dem O durchstrichen, weiß ich ganz genau, was für eine Art von Sound das ist. Absolut. Nicht schlecht oder so, genau, hat keine Bedeutung, will einfach, dass das mein Name ist so und einfach viel gebrainstormt, dann so ein bisschen der fiktive Charakter, dann so ein bisschen Microdosing, LSD und dann einfach viel rumgeschrieben und dann kam das einfach raus, dachte so, that's it. Und hast du quasi in dem Corona-Zeitfenster dann für dich entdeckt oder dann irgendwie das Gespür dafür entwickelt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt all in gehen damit, dass du Vollzeit davon leben willst, oder wie kam das bei dir? Also ja, irgendwann muss man sich ja dafür entscheiden, finde ich so. Also es gibt zwar so ein paar Beispiele an Künstlern, die irgendwie 2 Sachen gleichzeitig machen können, ja, so Vollzeit arbeiten oder noch studieren und dann irgendwie nebenbei noch Mucke machen. Das geht eine Zeit lang, glaube ich, auch gut. Aber wenn du wirklich auch besser werden willst und vorankommen willst, und da geht's jetzt gar nicht darum, irgendwie noch mehr Fame oder noch größer oder noch mehr größere Gigs oder was auch immer, sondern einfach da musst du dich voll in die Sache investieren und einfach das alleine machen. Und für mich war ich komme aus so einem Arbeiter-Elternhaus. Können wir alle mal abklatschen, Ja, genau, also morgens geht's zur Arbeit, so stempelt's ab und dann beim Rausgehen wieder und da war so Künstler, also ja, nee, das funktioniert ja nicht und das ist gefährlich und mach mal lieber irgendwas, was, das ist auch nicht schlecht so, ich find's auch nicht verwerflich oder so. Aber du wirst erst so richtig für voll genommen, wenn du nämlich richtig Kohle damit verdient hast. Dann so. Genau, richtig. Und dann fragen wir krass, du legst auf und so. Und bei mir hieß es dann immer so, ja, guck mal, du kannst studieren und so, mach doch irgendwie Maschinenbau, weißt du, weil ich habe auch oft so einen Ferienjob gemacht in der Fabrik, wo mein Vater auch gearbeitet hat und für ihn war so, okay, guck mal, du bist Arbeiter oder du kannst am Maschinenbau studieren, dann bist du da im Büro. Ja. Hast einen entspannteren Job, verdienst mehr Geld, so, und das war schon so das Gelbe vom Ei, weißt du, so geil, irgendwie Maschinenbauingenieur. Und dann habe ich das auch erstmal wie angepeilt, dass ich dachte, okay, ich werde studieren, irgendwas mit Sport und dann da irgendwas machen. Und dann war ich mit meiner Freundin im Auto, da kann ich mich noch dran erinnern, als wär's gestern gewesen. Wir sind im Auto, es hat draußen geregnet und dann haben wir darüber geredet, irgendwie was mit dem Leben machen und was will ich machen, weil sie wusste ja auch, dass ich irgendwie jetzt Techno produzieren will und wirklich nur das machen möchte. Und dann meinte ich so, ey, am allerliebsten würde ich einfach nur Mucke machen und irgendwie davon leben und so. Und ich meinte so, aber das geht ja nicht so. Und sie so, warum nicht? Digga, und ich könnte anfangen zu heulen, wenn ich daran denke, so, weißt du, so, warum eigentlich nicht so? Ja. Weißt du, warum einfach machen? Das so. war dann ein Triggerpunkt für dich zu sagen, okay, ey, let's go. Ja. Genau, du kriegst so von als Kind schon immer so eingetrichtert, so, ja, nee, so selbstständig sein und so ist gefährlich und mach mal lieber das und so, das ist sicher. Bis dann einer zu dir sagt oder du selber zu dir auch so, warum eigentlich nicht, weißt du? Mach das einfach. Und dann ich so, Digga, ich geh jetzt all in, so, das mache ich jetzt. Ich finde, das ist irgendwie auch für die persönliche Entwicklung, für mich war das wichtig, dann irgendwann zu sagen, so, ich mach das einfach und ich schaffe es, mich selbst zu entfalten daraus irgendwie und auch herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Also dieses so Musik zu machen, um irgendwie sein Unterbewusstsein manchmal so ein bisschen zu ergründen, irgendwie tatsächlich. Super spirituell und es braucht auch sehr viel Mut, das zu machen. Ja, und manchmal dauert das auch einfach so, ne? Man hat das wahrscheinlich schon Jahre so im Kopf und denkt sich so, ja, ich mach das, bis man dann wirklich irgendwann sagt so, let's do it. Ja, man muss die Konventionen dann brechen, wirklich, die um einen herum so stattgefunden haben. Bei dir? Ja, gute Frage. Aber jetzt drauf vorbereitet. Wo soll ich ausholen, Alter? Ja. Wenn man dann doch merkt, so, wir sitzen in einem Podcast nicht im Internet. Ja, genau. Wir machen eine kurze Pause. Ach, alles gut. Bei mir war es durch Corona, dass ich bin eigentlich Veranstaltungskaufmann und durch Corona konnte ich halt nicht arbeiten. Das hat sich alles quasi für mich so erübrigt. Und dann hatte ich halt extrem viel Zeit, habe angefangen zu produzieren und ich wusste gar nicht, dass das in mir so ein Portal öffnet, in so, ja, wie du selbst sagst, mich selbst zu ergründen, selbst Dinge zu kanalisieren. Und es hat mich dann so mitgenommen, dass ich gesagt habe, ich wusste es gar nicht, wie dieses Gefühl sein kann. Ich habe mich einfach wirklich verliebt. Also vielleicht hattet ihr auch irgendwelche Beziehungen, wo ihr dachtet, ihr seid verliebt und dann trefft jemanden, da seid ihr wirklich verliebt. So, und dann vergleichst du A mit B, so, und denkst du, das war vorher gar nichts. Und da habe ich gemerkt, so, Alter, ich will das nur noch machen. Ich will nur noch produzieren, und dann habe ich halt immer von noch irgendwelche kleinen beschissenen Jobs gemacht, um trotzdem irgendwie genug Zeit zu investieren, das hinzubekommen. Damals besser als heute, auf jeden Fall. Aber das war auf jeden Fall
Corona war für mich der Startschuss, weil ich habe ja vorher schon Musik aufgelegt, aber da hat's bei mir Klick gemacht. Und da, also ich bin auch ein sehr entschlossener Mensch, also 100% oder 0%, also alles oder nichts, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Buch, kennst du, das ist ein ganz dünnes Buch, Brief an einen jungen Dichter. Und das ist so Briefe, die so ein Mentor seinem Schüler irgendwie schickt und die sind dann einfach aufgelistet in diesem Buch und es ist eigentlich so ein Must-have für so kreative Leute oder liest das mal gerne. Kannst du mir ausleihen, Digga? Ja, ich leite das aus. Ich hab's noch nicht durch, ich habe tatsächlich nur die Hälfte durch. So ein dünnes Buch, ich hab's noch nicht durch. Es ist wirklich schwer zu reden, aber der erste Brief ist schon sehr geil und da geht's darum, du bist Künstler oder Musiker oder Autor, wenn du nicht leben kannst, ohne das zu machen. Weil es eine Abhängigkeit ist. Richtig, eine Abhängigkeit. Wenn du kaputt gehst, ohne das zu machen. Deswegen diese Fragen auch immer, die ihr stellt, so nie wieder produzieren oder nie wieder auflegen. Ja? Das ist so schwierig, weil bei beiden, du wirst kaputt gehen. So, ne? Ja. Und dann weißt du, okay, ich muss das wirklich machen. Ich bin dafür bestimmt und es ist nicht nur ein Hobby, sondern eine Bestimmung einfach. Also ich finde so, das, wie du gerade meintest, man kann nicht leben, ohne das zu machen. Ich habe halt auch das Gefühl, so ich muss irgendwie meine Emotionen kanalisieren in irgendeinem Produkt, in irgendeiner Kunstform. Egal, ob das irgendwie Artworks sind oder Musik oder irgendwas. Also man hat so diesen Drang, so das wirklich rauszuholen. Was mich mal noch interessieren würde, was hast du eigentlich studiert? Gesundheitswesen. Jetzt fragen wir mal, was ist das? Was macht man damit? Der Bachelor war, ich habe Bachelor und Master gemacht. Krass. Akademiker, der erste Akademiker in der Familie. Ja, geil. Und im Podcast hier. European Public Health nennt sich das, weil ich wollte eigentlich Sport studieren, aber dann kam es wieder so, ja, was könnte man studieren, was man irgendwie zum Beruf machen könnte und bei European Public Health oder so kann man halt in die Politik gehen oder, keine Ahnung, in irgendwelchen Gesundheitsorganisationen arbeiten und ich hatte auch nach gefühlt 2 Wochen schon gar keinen Bock mehr drauf, aber ich bin jemand so, wenn ich was anfange, dann ziehe ich das auch durch. Ja. Das heißt, ich habe wirklich meinen Bachelor und Master gemacht, auch mit dem Wissen, dass ich das niemals machen werde. Ich habe tatsächlich noch ein Fitnessstudio nebenbei aufgemacht. Als das ist ein Fitnessstudio selber aufgemacht. Okay, krass. Jetzt geht's los. Also ich habe dann ganz früher habe ich Boxen gemacht, so da wollte ich unbedingt Profiboxer werden. Ja. Dann habe ich Techno kennengelernt, dann kam so das Feiern und das dann Schattenboxer nur noch. Ja, dann hat sich das ist überhaupt nicht, kann man überhaupt nicht vereinen beides. Dann habe ich als Fitnesstrainer gearbeitet, wollte dann irgendwie Sport studieren, habe dann European Public Health gemacht, dann Fitnessstudio aufgemacht, so nur für Personal Training. Ja, und das dann irgendwann alles gecuttet und gesagt, so, ich muss mich jetzt auf Musik konzentrieren. Also eigentlich war so Sport auch immer so. Ja, vor allem du erzählst es so, als wenn es so ein halbes Jahr gewesen ist, weißt du, aber ein eigenes Studio haben, aufbauen, leiten, da hängt ja auch ein bisschen was dran, oder? Ja, also gibt's das Studio noch schon, oder? Das gibt's noch, ja. Aber hast du verkauft dann, oder? Ich bin dann nicht mehr so involviert, ja. Ach so, bist aber noch Teilhaber, oder was? Nee, auch nicht. Ach so, okay. Aber du gehst selber noch pumpen. Ich gehe selber noch pumpen, ja. Das ist nämlich jetzt tatsächlich die Brücke, die zum nächsten Thema. Ich wollte mit dir mal ganz viel über das Thema Touring reden und vor allem auch so Mental und Physical Health. Also vor allem Physical Health, wie ich gehe mal eins am anderen durch. So. Ich habe so ein paar Fragen hier. Also im Vergleich zu uns bist du ja jedes Wochenende extrem viel unterwegs. Also genau. Das heißt, und extrem viel auch im Flugzeug unterwegs wahrscheinlich. Ja, so 3-4 Gigs am Wochenende ist ja mal, also ist bei dir möglich, bei mir ist es ein Monat, ne? Also ja, es ist eher 2-3, ja. Ja, aber es ist trotzdem relativ viel, ja. Und jetzt kann Chris weiter. Jetzt kann ich weiter, ja genau. Mal eine erste Frage. Was unterscheidet sich so in deinem Set, in der Vorbereitung so von Land zu Land? Also bereitest du die Sets anders vor, wie jetzt irgendwie Teletech in Irland zu den Atzen in Bogotá, zu den Ravern in Polen? Machst du da irgendwie... Ja. Weil wenn du auch sagst, die tanzen unterschiedlich, die bewegen sich unterschiedlich, gibt es da irgendwie was, worauf du achtest? Oder? Das merke ich ja erst dann später, wenn ich dann auflege. So, dann fällt es mir erstmal auf, so wie die Crowd ist und die Kultur da. Ich bereite meine Sets tatsächlich nicht mehr so vor. Ganz, ganz früh, als ich angefangen habe, ich glaube, das machen viele auch, dass sie dann die Sets von vorne bis Ende irgendwie durchplanen. So. Das habe ich gemacht, als ich EDM gemacht habe, ja. Das habe ich früher nie gemacht. Ja. Dann habe ich angefangen, das zu machen von einem Jahr oder 2 und dann habe ich gemerkt, so,
das ist nicht geil. Und dann habe ich wieder aufgehört damit tatsächlich. Das gibt einem halt Sicherheit, ne? Wenn man aufgeregt wenn das ist so ein Riesengig ist, dann würde ich schon so die ersten 2, 3 Dinge auf jeden Fall. Und dann, okay, das ist was anderes. Ja, die ersten, auf den großen Shows safe, ja. Und das habe ich halt früher gemacht, bis ich dann dann kam dann so Situationen, wo die meinen, ja, kannst du noch eine Stunde länger spielen oder kannst du auf der Afterparty auch noch spielen? Und ich so, boah, ja, krass, aber ich habe nichts vorbereitet. So, ne? Und dann habe ich das gespielt und habe einfach gemerkt, so, es float noch viel geiler. So. Und ich habe dann irgendwann, dann machst du das irgendwie 1000-mal und dann merkst du so, ey, ich habe so ein krasses Vertrauen in diesen Prozess, dass ich mich gar nicht mehr vorbereiten muss und dass es eigentlich viel geiler kommt, wenn ich mich nicht vorbereite. Ja. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich zu Hause dann versuche, mal so ein Set vorzubereiten, dann fällt es mir super schwer zu gucken, so, was kommt jetzt eigentlich als nächstes. Und wenn ich dann live irgendwo spiele, dann muss ich nicht überlegen, so, dann bin ich einfach nur so Instrument, so, und die Ideen kommen von woanders und ich setze das einfach nur um und es float einfach. Ich denke nicht drüber nach, was als nächstes ist. Wie so, also hast du quasi, trägst du keine Ängste in dir vor dem Versagen letztlich? Also wie gehst du damit um, wenn du jetzt, weiß ich nicht, habe ich dieses Wochenende erst gehabt, dass ich irgendwie auf den Play-Knopf komme wie ein 5-Jähriger. Ja. Quasi, wie gehst du mit sowas um? Also es ist gut, wenn sowas passiert, finde ich, weil es ist authentisch. So, es lockert es dann auf quasi für dich, ja. Also ich lache dann darüber so. Ja, man muss das dann so wegshruggen irgendwie und sich genau so. Oder du guckst so, ja, so, ne, so als wär's nicht Habt ihr was gehört? Habt ihr das auch gerade mitbekommen? Oder das Sound geht aus und du warst das, weißt du, du tust so, als wäre irgendwie die Technik schuld. Ja, genau, immer auf den Techniker zeigen. Aber wie ändert sich das, wenn du irgendwie Jetlag hast oder einfach übermüdet bist oder so? Weil ich muss sagen, für mich ist das so, im Vorfeld macht mir das extrem viel Druck, wenn ich gejetlaggt bin oder einfach im Arsch. Gejetlaggt jetzt nicht so oft, aber wenn ich im Arsch bin von dem Gig davor, wenig geschlafen. Aber ändert sich das bei dir dann oder? Ich habe, das Ding ist jetzt sagen viele so, weil das so im Social Media so auseinandergenommen wird, ADHS und ADS. Aber ich habe das auch mal testen lassen und anscheinend habe ich, keine Ahnung, so eine Form von ADHS und genau, ein ADS und ich habe halt einfach super low Dopamin und wenn ich in Stresssituationen bin, dann funktioniert ich halt richtig gut. Ja, und das ist auch immer schlecht, dass Leute das wissen, zum Beispiel meine Managerin, weil die merkt dann schon, wenn die mir richtig so Stress gibt, sondern kann ich halt gut arbeiten. Ja. Und deswegen so 2 Stunden vorm Gig oder so, dann bin ich halt immer voll on fire, egal wie müde ich bin oder was auch immer. Das ist so, als hätte ich irgendwas genommen, weißt du? Also so Adrenalin, was dann wirklich hochtörend und dieses Genau, und dann funktioniert ich halt richtig gut. Deswegen, egal wie jetlaggt ich bin oder wie wenig geschlafen oder auch wie schlecht gegessen oder keinen Sport gemacht oder kein Sonnenlicht gesehen oder was auch immer, kurz vorm Event dann, auch wenn es keine Aufregung ist, ist einfach so diese Freude darauf, dann funktioniere ich einfach gut. Es kanalisiert dann die Energie, Genau, und dann kommt der Crash am Montag so. Und dann geht's eher darum, okay, wie verarbeite ich das am Montag? Und ich habe mich immer gewundert so, ey, wieso geht's mir Montag immer so schlecht? Warum bin ich so müde? Weißt du? Und ich habe das mal getrackt, weil ich habe jetzt so einen Health-Tracker, den habe ich hier am Fußgelenk und der misst irgendwie 24/7 so ganz viele Biomarker. Kurze Frage, hattest du auch, als du auf Festivals warst, die Festivalbändchen auch immer am Fuß? Nee, gut, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich hatte ein ganz falsches Bild gerade von dir, ey. Ich habe die dann so 2 Jahre getragen und dann sind die schon so richtig dreckig gewesen, schon so abgegangen. Also Leute, die irgendwie auf dem Zehner die ganze Zeit stehen, die haben im Fuß immer so Kettchen dran, ne? Hey, sorry, wollte ich nicht rausbringen, aber. Alles gut. Guck mal, jetzt hast du mich rausgebracht. Genau, Montag. Und dann halt geht dir so schlecht. Montag immer, dass du müde bist. Dann richtig schlecht. Und dann habe ich das getrackt mal mit dem Health-Tracker. Und dann, wenn man jetzt mal so ein hartes Training im Fitnessstudio nimmt, dann ist es immer so eine Prozentanzeige, so wie viel Stress hast du gerade bei diesem Training oder was auch immer. Und wenn man mal so ein richtig hartes Training macht, so 1,5 Stunden oder so, dann geht der Stresspegel so auf 9 oder so. Und wenn ich 1 oder 2 Stunden auflege auf einen Gig, geht das so auf 17, 18, also doppelt so anstrengend wie irgendwie so ein krasses Training. Ja. Und das ist diese Aufmerksamkeit einfach, die du an den Tag bringst dann, weißt du? Und je mehr Leute da sind, desto aufgeregter bist du auch irgendwie. Und dann kommt noch der Schlafmangel dazu, den man am Wochenende hat und dann Crash-Out am Montag. Und dann bist du halt Montag durch. Ja, das ist perfekt für einen Introvert. Würdest du sagen, du bist Introvert? Nee, oder? Bitte? Würdest du sagen, du bist schon sehr. Das hat sich so über die Jahre geändert und ich kann das irgendwie so gut verstecken oder gut wegspielen, würde ich sagen. Das ist so eine Mechanik, ne? Also man lernt das dann tatsächlich, um Extrovert zu sein, abzurufen auf eine gewisse Art und Weise. Ja, aber meine Social Battery ist auf jeden Fall sehr schnell leer. Ja, also volle Kanne. Ja. Also nach dem Gig irgendwie im Backstage gehen ist für mich immer, bitte einfach alle in Ruhe lassen und dann kommen aber alle mit den Fragen und dann fühle ich mich da auch nicht mehr. Oder willst du noch auf die Afterparty kommen? Ich so, ey, ich muss jetzt erstmal in mein erstmal Hotel wieder Mensch sein. kurz so. Erstmal in die Badewanne und irgendwie. Genau. Aber das ist auch eine spannende Frage. Hast du irgendwelche Rituale, mit denen du nach dem Gig irgendwie, also dieses von 100 auf 0. Ja. Also was machst du zum Beispiel dann beim Fliegen, irgendwie im Hotelzimmer so? Bei mir fällt das wahnsinnig schwer, also dann einfach wieder
ein Sim zu sein. Ja. Einfach normal wieder wie so ein NPC dann jetzt NPC-Sachen zu machen, weil produzieren kann ich jetzt nach dem Gig nicht. Im Flugzeug so von einem zum nächsten oder in der Bahn. So, und ich weiß nicht, ich finde das immer sau anstrengend tatsächlich. Ich denke mir dann immer so, okay, das ist jetzt die Arbeit hier. So, ich muss jetzt aushalten quasi. Ich hab die Secret Formula noch nicht für mich entdeckt, aber es sind so ein paar Sachen, die für mich funktionieren. Ich brauche, also wie ich es mache, so oder so, ich brauche nach dem Gig locker 3-4 Stunden, bis ich runtergefahren bin, bis ich schlafen kann. Ja, auch wenn du nicht richtig krass aufgeregt bist, so dieses Adrenalin, was hochgeht und diese ganzen Hormone, die da so in den Himmel steigen. Die sorgen einfach dafür, dass du nicht schlafen kannst. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so ich kann auf jeden Fall nicht pennen danach. Ja, das ist ganz selten. Also es kommt immer drauf an, so wenn ich mich wirklich rüffel und sag, okay, heute wirklich nur dahin und dann vorpennen und dann danach, aber meistens kriegst du es danach auch nicht hin. Also dauert halt so ein bisschen, bis dauert, du wieder runter. Also ich verabschiede dann denkst du dir so, ich muss jetzt gleich wieder zum Frühstück, damit ich Essen reinkomme, damit ich dann wieder dahin kann und so. Ich verabschiede mich immer relativ früh, gehe dann auch ins Hotel, aber dann merke ich so, ja, das was du beschreibst, ne, dass dann Stresshormone einen dann einfach so wacker halten, weil für mich ist ja eine Nahtoderfahrung, wenn man sich das so vorstellt. Ich habe mal ich hatte eine andere Uhr und da konnte man halt den Puls sehen. Ne, und bei mir war, ich glaube, ich hatte mal beim Gig im Club Ost hatte ich Pulsschwankungen von 100 bis 150. Ne? Okay. Also beim Gig, ne? Also 150 ist schon echt. Das versuche ich immer abzurufen, damit ich 150 habe, weil das ist die BPM-Zahl, die ich ja spiele. Deswegen fühle ich es dann immer Digga, so. ich habe es auch nicht geglaubt, aber es ist halt einfach so. Und für mich ist dann einfach so echt extrem schwer, dann runterzufahren. Aber Melatonin hilft mir da immer, ja. Auf jeden Supplements Fall. Auf jeden Fall. Supplement, da komme ich später noch zukommen. Nimmst du was mit irgendwie? Wie sieht's denn aus? Ja, du bist auch so ich nehme Supplements mit, sehr viele. Ich wurde tatsächlich jetzt am Zoll rausgecatcht. Weil du so viele Pillen dabei hast. Genau, und dann erstmal haben die uns rausgewogen. Was machen sie? Ja, ich bin Techno-DJ. Ja, dann jetzt mal mitkommen hier. Ja, das Ding ist, der Hund hat an uns gerochen und hat dann irgendwie ausgeschlagen, dass wir Drogen mit dabei haben. Und dann meinten sie, habt ihr Kontakt mit Drogen gehabt? Ich so, ey, ich bin Techno-DJ, so, ich bin in einem Club. Natürlich. Wahrscheinlich nehme ich Drogen. Nein, aber du hast... Ich bin Techno-DJ, so, natürlich bin ich immer so drauf. Sonnenbrille am besten noch am Flughafen rumlaufen. Aber ich glaube, dass du das einfach an dir dran hast. So, was sind ja irgendwie Mikropartikel oder was auch immer. Und das sind halt immer Drogen im Club im Umlauf. Und dann haben die diese ganzen Supplements rausgeholt und lustigerweise wurde da was positiv auf THC getestet, dabei kiffe ich nicht mehr und ich hasse THC. Und das war einfach so ein Pulver, was ich zum Schlafen nehme, Glycin oder so. Und das wurde Glycin, ja, das ist irgendwie so Aminosäure und muss ich mal auf jeden Fall den Shopbetreiber anschreiben, warum das positiv auf den THC getestet worden ist. Okay. Weil jetzt weiß ich, warum ich so gut davon schlafen kann. Ich wollte gerade sagen, so das wäre nicht mein Schlafsupplement tatsächlich. Also ich bin freue mich immer noch, wenn es irgendwann stattfinden kann, dass man in einem Flieger das mitnehmen kann. Ja. Aber für mich du darfst es ja haben oder du darfst es damit reisen und das wusste ich auch nicht. Das ist doch legal. So, was wollt ihr jetzt von mir? Ja. Nee, Strafanzeige jetzt wegen THC. Wirklich? Ja, kein Spaß, wirklich. Aber ich denke mal, das wird fallen gelassen, weil es... was soll passieren? Also du hast war ja nicht, weil ich da... die haben auch nichts anderes zu tun, ne? Gefühlt, ja. Also du bist jetzt hier der große und dann kommt immer so diese Ausrede, das ist ja unser Job, weißt du? So, habt ihr euch ausgesucht. Das ist kein Job, ein Arschloch zu sein, auf jeden Fall nicht. Nee, also. Aber was sind so Essential Supplements, die du am Start hast? Magnesium auf jeden Fall, hochdosiert. Also, ja, pass auf. Und nicht bei DM gekauft, sondern da ist Magnesiumoxid drin. Nicht Bisglycinat, oder? Genau. Ja. Oh, guck mal, der Junge kennt sich aus. Ja, ein bisschen kenne ich mich aus. Genau. Magnesium, Zink, Kreatin? Kreatin sowieso. Jeden Tag, schon seit Jahren. Ja, Kreatin ist wirklich mein Gamechanger-Supplement, weil ich dadurch, wenn ich wirklich einen Kreatinspiegel oben halt, merke ich richtig, dass ich in der Nacht dann auch mehr Energiereserven abrufen kann noch. Und das irgendwie durchhaltungsfähiger bin. Kreatin ist auf jeden Fall No-Brainer. Ja, aber hast du die Dose da? Ich habe mir diese Sticks geholt von Rossmann. Ja, tatsächlich wollte ich heute euch... Oh Gott. Ja. Tatsächlich wollte ich euch heute auch diese Sticks mitbringen zum Travel. Hab mich dann dagegen entschieden. Weil ich nicht dachte, dass wir über Supplements reden. Genau, ich habe die Sticks meistens dabei und oft auch irgendwie so, ich habe so eine Pillenbox, wo dann verschiedene Da bin ich immer zu faul, das dann irgendwie reinzumachen, muss ich sagen. Ja, ich habe die auch zu Hause, die Pillenbox, aber es ist irgendwie... Bevor du die nächste Frage stellst, er hat ja schon sehr, sehr gut selber anmoderiert. Du hast uns etwas mitgebracht. Ihr wollt Geschenke bekommen, ja? Ja, wir wollen Geschenke bekommen. Unsere Gäste müssen ja auch sich Mühe geben für uns tatsächlich. Wie habe ich eigentlich ein Geschenk von euch? Wir vergessen es jedes Mal, diese ganzen Sachen hier aufzustellen, ne? Nee, ich will das nicht machen, weil dann sieht es wie bei den Ossis zu Hause aus, wenn die irgendwie so Sachen ja, oder vielleicht so Hintergrundfiguren aufstellen und so. Aber irgendwo müssen wir es... okay. Also erstmal ist für dich eine Sonnenbrille, weil ich weiß, dass du gerne Sonnenbrillen trägst. Perfekt für dein nächstes... Du hast uns beiden jeweils was mit... Ja, okay. Das ist erstmal jetzt für Digga, krass, das ist gefährlich.
richtig schnell, Bruder. Die Y2K schnelle Sonnenbrille, damit du richtig Alter. nach Techno aussiehst jetzt. Krass, Wahnsinn. geil. Und für mich ein Deodorant, Lukas, du stinkst immer. Ja, es riecht immer sehr streng. Dass du auch schon langsam ein bisschen Ansatz hast. Von mir das beste erprobte Blondierpulver. Ach, Oha, kick mal, Schon Alter. extrem viele Experimente an meinen Haaren durchgeführt und Ist der krass. für Ich sag gut, ihm so, wie du hart, kannst Alter. Postkarten mitbringen oder so und der Er hat sich richtig Mühe gegeben, ja, tatsächlich. Digga, muss ich sagen. Alter, geiler Typ, danke, aber ich Mann. sehe gerade, du machst deine Haare nicht selber, ne? Du gehst zum Friseur. Ja, aber kann ich ja in die Hand drücken. Ja, genau. Ja. Genau. Oder einfach selber probieren. Und Oha. das Geht's ist aber ab. für den Podcast einfach nur. Pass auf, wir haben schon drüber geredet. Ich ahne es vielleicht. So. Was ist es? Daniel Wir Kübelbeck. könnte eine Platte sein, vielleicht. Platte, Eine und zwar Platte. Klaus Chain to Dead Camel. Es ist die Alter. Clouds-Platte, von der er gerade gesprochen hat. Ich halte es mal in diese Kamera, in diese Kamera, in diese Kamera. Da sieht Das ist eine der ersten Platten, glaube ich, die ich gekauft habe. Die Ultra willst du wirklich? fett, krass. Die gehört euch Sicher? jetzt, ja. Das ist der beste Techno-Track ever made. crazy. Das ist eigentlich mein Das ist Stil. crazy, Bro. Das ist crazy. Das ist crazy, Bro. Checkst Digga, du? jetzt musst du immer diese Brille tragen, Digga. Macht dich noch sympathischer. Digga, Ja, mal richtig gucken. geil. Sehr cool. Ja. Nice. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Krass. Ich finde die Alter. ganzen Tracks, tatsächlich ist das nicht die erste Originalplatte von Clouds, sondern das ist die Remix-Edits-Platte und da ist ein Perk-Remix, glaube ich, noch drauf. Und Alter, Perk, den habe ich Radical Cutting Method, auch sehr, sehr geiler Track. sehr, sehr nice. Werde ich heute Abend direkt mal anhören, tatsächlich. Mega. Hast du Plattenspieler zu Ich habe Hause? 2 Technics zu Hause, Geil. auf jeden Fall. OG, Ich will auch immer noch mal, OG. kannst du auf Platten auflegen? Ja, tatsächlich, ja. Wann kommt das erste Vinyl-Set? Oder hast du schon? Ich habe tatsächlich damit so geliebäugelt, ob ich das irgendwie mal machen sollte. Geil, Ja, sehr ich habe geil. auch jetzt also vielen Dank, ich werde mal kurz wieder auf alles meine gut, die Maske gefällt dir wechseln. nicht, So. ne? Ja, doch. Nee, es ist nur so, das ist nur dieses so, bin Alles so ein gut, Autist, ich war was das angeht. Ja, so. kenne ich, verstehe ich. Check ich. Nee, habe ich schon mal mehrmals überlegt. Ich habe früher auch dann so Hybrid gespielt, irgendwie Platte und CD. Aber tatsächlich ist das dann auch immer so ein Struggle, weil dann musst du deine eigene Nadel mitnehmen und viele Clubs kriegen das irgendwie nicht hin, dass der Sehr umständlich, ja. Genau, dass die Spieler dann irgendwie gut isoliert sind und dann springt die Nadel und so. Und ich glaube, Leute wissen das heute einfach nicht mehr wertzuschätzen, dass du auf Platten auflegst und dann denken die, du hast verkackt oder der Sound ist jetzt leise oder was auch immer. Und Ja, gerade, du hast früher noch auf CDs aufgelegt? ja. Auch? Also hattest du dann dieses Hab Booklet ich das dabei gerade mit- gesagt oder? Ja, nee, krass. Für mich ist das auch so ein Kam so ein Fragment aus einer Vergangenheit. Also, weil ich habe noch nicht mal, als ich Mhm. angefangen habe, ich war direkt bei USB-Sticks tatsächlich. Ich fand's auch sehr geil. Dann hast du so diese CD-Mappen mitgehabt. Ja. Wieder die Yu-Gi-Oh!-Karten. Alles dabei, selbst so, ja. gebrannt, ne? Ja. Selbst gebrannt. Und du musstest ja von jeder CD 2 brennen, weil es konnte ja sein, dass du den einen Track von der CD mit einem anderen Track von der CD spielen willst. Das heißt, du musst zweimal die gleiche CD haben. Ja, krass. Aber ich wusste auch immer genau, weil du hast sie dann selber beschriftet, du hast selber draufgeschrieben mit einem Titel irgendwie, was auch immer. Und dann wusste ich ganz genau in der Mappe irgendwo rechts oben da der dritte Track, das ist das. Ja. Weißt du, anstatt irgendwie einen Ordner, jetzt kannst du auf den CDJs natürlich eingeben, das konntest du früher nicht. Ja. Und da hast du auch die Waveform nicht gesehen. Ich glaube, meine ersten CDJs waren dann so diese 1000er MK3, auch immer noch meine Lieblings-CDJs, weil die einfach so robust und so stabil waren. Ich fand's geil, mit CDs aufzulegen, um ehrlich zu sein. Loopen konnte man halt nicht, das war schade so. Jetzt sind sich halt viele Hotcues und es ist ja mehr so ein Live-Edit, was man spielt, weil man dann irgendwie ein Vocal davon, ein Hi-Hat davon oder was auch immer. Das fühlt sich dann halt wirklich auch mehr nach DJing an, weil das ja wirklich dann eigentlich primär die Musikauswahl ist, ne? Weil du machst dir ja richtig den Kopf und das ist so ein besonderer Track, der ist auch extra auf einer CD irgendwie drauf und jetzt hast du so USB-Stick, hast so 500 Tracks direkt verfügbar. Ja. Du kannst eigentlich spielen, was du willst irgendwie und also das hat ja eine ganz andere Bedeutung dann für einen, oder? Also Ja, es hat und vor allem auch Vor- und Nachteile so. ja, also klar, dass du nicht loopen kannst und so, das genau, nervt und du bestimmt lässt auch, den Track halt auch länger laufen. Ja, so, ne? genau. Der Artist oder der Producer macht sich irgendwie einen Kopf darüber, so wie arrangiere ich jetzt den Track so soll der klingen und dann lässt du den auch so spielen. Jetzt mittlerweile so tut mir das auch manchmal leid, so wenn mir Leute Sachen schicken und dann spiele ich irgendwie nur so Fragmente daraus, aber ja. Hast du eigentlich deine Tracks auch anders arrangiert, als du deinen Musikwechsel, also du hast ja quasi von Hard Techno auf Transy Bouncy Sound quasi gewechselt. Wobei Würdest du du aber auch sagen- schon immer so ein bisschen transigen Techno gemacht hast. Genau, also, ja. ne? Du hast schon immer ein dickes Low-End, also muss man schon sagen. Ja. Das mochte ich immer sehr gerne. Ja. Und, das spielt auch die Platte auf jeden Fall mit rein und der Track Chained to a Dead Camel. Ich nehme den auch heute noch immer als Referenz und so vom Arrangement her. Der ist natürlich relativ lang so, der kommt noch aus einer Zeit, ich glaube 2011
2011 oder 2013, da hat man von Techno-Tracks noch keine Radio-Edits gemacht. Ja, da waren die Tracks 7 Minuten lang. Da waren die einfach 7 Minuten lang und ja. dann kamen die auch so auf Spotify und auch so auf Platte. So, da gab's kein Extended Mix und Original Da war es so Mix. richtig krass, wenn dann wirklich mal nach 3 Minuten die Hi-Hat reinkam. So, Genau, weißt du, so. genau. Ja. Es gibt Tracks, da passiert in den ersten 1,5 Minuten nichts und ich finde es super schön. Ich höre den Track dann auch von Anfang an, weil ich warte dann so, okay, gleich kommt die Hi-Hat. So, weißt du, so völlig. Ja, wir hatten das vor 2 Jahren irgendwie, wo wir auf Kreta waren und dann Johannes Heil gehört haben. Ja, genau. Ja, und dann bei diesen Tracks gemerkt, dass ein super simpel und homogener Sound und dann wirklich dieser eine Effekt, dieser eine Filter auf der Hi-Hat, der so langsam ewig lang reinzischt. Und das war ja früher auch immer das Meme, so Techno-Heads warten ewig lang darauf, dass sich eine Sache verändert. Ja. So. Repetitiv, wiederholt sich alles. Aber ich find's geil. Und zurück zu deiner Frage. Die Tracks sind kürzer geworden, tatsächlich. Ich muss mich natürlich auch so ein bisschen daran halten, irgendwie was Labels haben wollen. Ich habe jetzt die nächste Platte, die irgendwie rauskommt, der nächste Track, der rauskommt, auf Kontor. Kontor ist ja, Top of the Clubs. Das ist ja Kontor, Top Armada, of the Clubs, ne? Ist das nicht auch so verwaschen mit Armada und so? Kontor? Nee. Nee, Kontor ist so super lange gibt's die schon. Eines der Ja, ersten, ja, die genau. irgendwie so diese Techno gemacht haben. Moonbootica habe ich früher mal mit Kontor im Digga. Kopf gehabt. Und die machen auf jeden Fall jetzt auch sehr aktuellen Sound. Und da sollte ich halt dann auch einen Radio-Edit machen für Spotify und der musste dann 3 Minuten lang sein. So. Und dann habe ich den 3 Minuten 30 gemacht, abgeschickt und meinte so, ja Leute, hier 3 Minuten 30, es ist irgendwie immer noch 3 Minuten. Ja. Nee, es muss 3 Minuten sein. Und dann cuttest du halt Parts aus deinem Track raus, die eigentlich Essential sind, ja. Richtig, die essentiell sind und die du eigentlich auch da haben willst. Aber dann musst du halt in 3 Minuten Radio-Edit machen. Und, aber es ist halt schwierig im Techno, der ja eben diese Homogenität braucht, dann da rein zu verfrachten. Und dann muss der Track ja auch direkt losgehen mit der Melodie oder mit dem Thema, sodass die Leute irgendwie ihre Aufmerksamkeit nicht verlieren. Ja. Weil die irgendwie eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch haben. Ja, so. das ist der Punkt, weil die Musik ist ja dahingehend, dass es alles eben diesem Show-Faktor zuspielt, dass alle irgendwie diese Produkte präsentieren können und so weiter. Und das ist halt bei Hardcore ist das schon seit den 2000ern so, dass Tracks halt so kurz sind, damit du eben einfach diese schnellen Abläufe hast. Es geht ja nur um den Job, es geht ja nur um die Kick. Genau. Also da ist das irgendwie so vorgemacht tatsächlich. Hat sich in deinem Leben irgendwas verändert, dass du gesagt hast, okay, neues Genre? Ich kenne das von mir selbst, dass sich bei mir vor 2 Jahren, letztes Jahr extrem viel verändert hat und dadurch auch mein Musikgeschmack und so, wie man das alles wahrnimmt. Du bist ja quasi von Hard Techno zu Trance Bounce. War das so ein organischer Übergang? Gab es irgendwie ein Erlebnis? Ich habe ja nie nur Hard Techno gemacht. Vor Hard Techno habe ich ja auch so ein bisschen, wenn du mal irgendwie zum Beispiel diesen BCCO-Stream anguckst, so, da spiele ich ja auch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht Groovy nennen oder so, aber so, ja, ist auch mal schwierig, so ein Genre zu benennen. Ja, nenn es, wie du willst. Transy, Groovy oder was auch immer. Bisschen softer auf jeden Fall. Und dann kam ich irgendwie in diese Hard-Techno-Schiene und dann wurde es immer härter, ohne dass ich das irgendwie wollte. So, das war diese Peer-Pressure, so, du hast auf Veranstaltungen gespielt und du hast einfach auch gemerkt, okay, krass, wenn du härter spielst, feiern die Leute das mehr. Ja. Und unbewusst hast du dich dann so ein bisschen angepasst. Bis ich dann irgendwie nach 1-2 Jahren so Videos gesehen habe, irgendwie auch mal im Instagram und guckst du durch, ich so, ey, ich wollte ja nie so hart spielen und eigentlich ist es auch gar nicht so der Sound, den ich 100% feier und da ist mir irgendwie so diese Lebendigkeit verloren gegangen. Und generell ging dann dieser BPM und Loudness War los, so, dann kam irgendwie so Hardcore. Ist ja insane mittlerweile. Ja, dann kam so Hardcore, Frenchcore, Hardstyle-Influences rein zu Techno und es ist ja eigentlich kein Techno mehr, ja, also Hard Techno ist jetzt Hardcore oder Hardstyle oder was auch immer. Ja, Resident Advisor sagt The Hard Movement. Ja. So, weil für Hardcore ist es zu soft und für Hard Techno ist es zu hart irgendwo und es ist irgendwo so dazwischen drin tatsächlich. Und Hard Techno war für mich auch früher eigentlich eher so Schranz, so dieses Schranzige. Ja. Ne? Das kennen ja auch viele nicht. Das wurde dann irgendwie so misused, der Begriff. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. So, diesen Film will ich nicht mitfahren. Ich will das bist halt einfach nicht du. So. Genau, ich will nicht versuchen, jetzt das zu pleasen und zu sagen, okay, ich spiele jetzt ultra hart, nur dass du irgendwie auf dem Line rausstichst. So. Und das wurde mir dann irgendwann zu bunt und dann habe ich gesagt, so, ey Digga, ich werde jetzt nur noch das machen, was ich irgendwie fühle. Beste Entscheidung eigentlich, oder? Also danach ging es ja richtig ab. Ja, es ging erstmal so ein bisschen nicht nach unten, aber du merkst auf jeden Fall, dass so Core-Fans irgendwie wegfallen. Ja, so, ne? Müssen sich erstmal dran gewöhnen. Dann genau, auch Promoter-Events und so, die so, hey, ja, wo stecken wir den jetzt rein irgendwie so? Das dauert irgendwie so 1-2 Jahre, würde ich sagen. Und jetzt fühle ich mich richtig wohl. So, jetzt habe ich irgendwie so meine Bubble gefunden und die Promoter checken das auch und die Leute wissen auch, was zu erwarten ist, wenn ich irgendwo spiele.
Und es braucht aber natürlich auch so ein bisschen Mut, das erstmal durchzuziehen, ja, weil dann, ich kenne viele, die sagen, okay, ich will jetzt auch irgendwie Transy oder Bouncy spielen und dann spielen sie aber trotzdem wieder hart, weil die Leute sich beschweren. Ja, und dann fragen Leute, ja, was willst du heute spielen? Und dann merkst du so, guck mal, ja, okay, dann spiele ich heute doch nochmal wieder ein bisschen härter, weil es passt zum Line-Up oder so. Nee, du musst das dann auch konsequent durchziehen und auch treu zu dir selbst sein und sagen, okay, auch wenn jetzt die Hälfte der Crowd dann vielleicht geht, muss ich das jetzt einfach machen, weißt du? Weil sonst kommst du da auch irgendwie nicht raus. Und weil die Partys ja auch gar nicht mehr darauf ausgelegt sind, dass es irgendwie eine Kuration über den Abend gibt. Und also viel vielleicht schon, aber ich habe das Gefühl, es geht ja viel mehr darum, dass jeder sein Produkt da präsentiert und jeder so, dass es so Minishows sind, die aneinandergereiht werden sozusagen. 160 BPM Hardstyle Warm-Up so. Das war früher ein No-Go. Ja, auch auf einer Hardstyle-Party. Ja? Ich weiß noch, bei meiner wo ich es erst mal aufgelegt habe, das war in München, im Ampere, bei der guten Laune hieß das. Und da habe ich über so ein Wildcard-Voting, über so ein Facebook-Voting bin ich da reingekommen. Und weiß ich auch noch ganz genau, da habe ich gegen so einen anderen gewotet und der Piss hat irgendwie, bei mir lief es ganz gut, weil ich echt viele halt Raver, so ich habe so viele Leute gekannt irgendwie von da und da. Und das sagt, kommentiert mal alle, bitte. Ja, genau, kommentiert mal alle und so. Ja, das hat dann auch funktioniert und irgendwie so einen Tag vorher hat mein Enemy sozusagen, gegen den ich gewotet habe, hat auf einmal gegen die Plays, die Likes, die Votes bei ihm so nach oben, da dachte ich mir so, du kleiner Wichser. So, wenn du jetzt so anfängst, dann botte ich jetzt auch und dann habe ich mich nochmal reingebottet sozusagen. Aber auf jeden Fall habe ich dann bei diesem Event auch den Opening-Slot gespielt und habe dann mit T78 angefangen. Also 135, 140 war schon eigentlich die Obergrenze. Das war schon hammerhart, ja. Und das war das Härteste, was du zocken konntest an dem ganzen Abend eigentlich. Ich dachte mir aber schon eigentlich so, ja, kriegt euch mal, ihr werdet mich eh nicht wieder buchen und so, ich mach das jetzt mal. Und dann das ist eine gute Einstellung, ja. Politik der verbrannten Erde, ich war quasi meiner Zeit voraus, könnte man sagen. Also heute ist es ja Standard, so zu denken anscheinend. Aber naja, ich würde tatsächlich ganz gerne, wir sind jetzt in der Zeit, um mal so ein Feedback zu geben, wir sind schon bald langsam bei 50 Minuten, also heute rutscht die Nummer ganz richtig gut. Ist doch schön. Wollen wir, kurze Frage, also wie ist eure Wahrnehmung? Wollen wir eine Pause machen, dann weitermachen oder wollen wir jetzt gucken? Wir können eine kurze Pipi-Pause machen genau, und dann nochmal gleich weitermachen. Einfach laufen lassen sozusagen. Und dann, ja, das kriegen wir hin, oder? Ja, die Hände dann machen wir das einmal ganz. 3, 2, 1. Es geht weiter. Wir haben gerade Wasser gelassen und jetzt geht, ich weiß nicht, wie lange es jetzt noch weitergeht, aber auf jeden Fall war das ein sehr bis zum bitteren Ende, bis zu verderben. Ein sehr erfreuliches Gespräch bis hierhin. Deswegen würde ich sagen, weiter geht's. Ich habe mir so ein bisschen nochmal Gedanken gemacht. Worüber haben wir noch gar nicht geredet? Wir haben, glaube ich, ganz kurz davor über Musikproduktion geredet. Vielleicht kannst du dir mal so ein bisschen Einblick geben. Wie ist dein kreativer Werdegang? Also wie schaffst du es quasi, oder wie gehst du einen Track an beispielsweise? Hast du irgendwas, was dich so ein bisschen befruchtet in Gedanken, was dir da weiterhilft? Ich gehe einen Track tatsächlich immer wieder anders an. Was ich früher oft gemacht habe, ist, dass ich wirklich von Scratch einfach jedes Mal mit der Kickdrum angefangen habe und mit also Kick und Bass, so das Fundament einfach, was ja auch wichtig ist beim Techno-Track. Und habe dann oft gemerkt, dass ich mich da so ein bisschen drin verliere und nicht wirklich so kreativ werde. Und jetzt habe ich es komplett umgedreht. So, ich suche mir ein Vocal raus oder eine Melodie oder fange mit der Melodie an und versuche mich dann so ein das ist eine lustige Geschichte, da war ich mit DJ Tomek, kennst du wahrscheinlich noch. Den haben wir doch zusammen im Gym da gesehen. Genau, da war ich mit ihm zusammen trainieren, so Kindheitsidol, weißt du? Einer der ersten deutschen Produzenten, die irgendwie für amerikanische Rapper produziert haben. Und krasse Tracks hatte ich früher als Poster so in meinem Zimmer. Und mit dem war ich zusammen im Studio und hat er nicht einen Track mit Flair zusammen gemacht? Ja, mit Lil Kim sogar. Okay. Kim Details. Ja. Geiler Track auch. Dann war ich mit ihm im Studio und wir hatten so ein paar Vocals, mit denen wir arbeiten wollten und dann habe ich direkt gesagt, okay, lass mal Kick und Bass bauen und er so, stopp. Nee, Digga. Lass mal irgendwie jetzt erstmal irgendwie so einen Tunnel bauen, so ein Fundament, so in eine Harmonie, in der wir uns bewegen können, weißt du? Und obwohl er nicht wirklich viel gemacht hat an dem ersten Tag, sondern einfach nur so gesagt hat, Digga, es hat mir so die Augen geöffnet, weißt du, so eine ganz andere Herangehensweise, so bevor du überhaupt erstmal was machst am Computer, erstmal Gedanken drüber machen, weißt du? Ja, und was willst du darstellen? Das finde ich wahnsinnig wichtig. Also ich habe auch mittlerweile angefangen für Kannst meine Tracks. Kannst du vielleicht auch mal eine Zigarette anbieten? Ja, willst du auch eine Zigarette? Sehr gerne. Kommt cool, wenn man die letzte, das ist immer ein Zeichen von richtiger Freundschaft, wenn man die letzte Zigarette bekommt. Ja, siehst du. Aber jetzt musst du trocken rauchen. Pustet ihr auch immer so in die Zigaretten rein?
Ja. Nee, kennst du das nicht von früher? Das ist so... Ja, ich kenne nur, dass man die früher so nass gemacht hat an der Seite. Oder so angebrannt hat, so. Ja, für den Geschmack. Ja, ne? genau, ja. Nee, damit die ganzen schädlichen Dings rauskommen. Ja, genau. Nee, Pusten, uns wird früher erzählt, dass an diesem Filter so kleine Glasfaserhärchen dran sind aus dem Produktionsprozess. Und wenn du dann beim ersten Zug die inhalierst, dann kriegst du Lungenkrebs davon. Aber wenn man die wegpustet, das ist geil am Rauchen, sonst kriegst du es nicht. Wenn man die wegpustet, dann hat man das halt nicht. Ich hab mal eine Marlboro geraucht früher und dann ist alles auf einmal ein Funken rausgekommen. Das war auch stark. Die guten Jingling Marlboro. Ja. Okay, pass auf, wir waren bei DJ Tomic und quasi der Vision, die man zuerst haben soll. Die geben gesucht. Das meine ich gerade so, ich finde das wahnsinnig wichtig für seine Tracks zu recherchieren. Also ich mache es auch so, dass ich mittlerweile, ich habe ja ganz oft so Videospielthemen und Sphären, dass ich dann von diesem Videospiel mir extrem viel Soundtracks anhöre und dann irgendwie Screenshots tatsächlich mich versuche, in diese Welt reinzudenken und reinzuführen. Dann fällt es mir viel leichter, dieses auditive Bild sozusagen zu malen dazu. Ja. Weil Ideen dann daraus wieder entstehen. Ja, weil genau, du schon so ein Grundgerüst baust und dann kriegst du dadurch halt wieder neue Ideen. Aber um mal zurückzukommen, um überhaupt kreativ zu werden, habe ich gemerkt, so, ich darf nicht einfach nur ins Studio gehen. Ich muss erstmal so ein richtig krasses Mindset mir bilden. Und das fängt schon morgens an, indem ich irgendwie so eine Routine habe, wie zum Beispiel kalt duschen, direkt irgendwie rausgehen, viel bewegen, ins Fitnessstudio gehen. Ich merke zum Beispiel beim Training, so wenn ich im Training bin, habe ich die krassesten Ideen und dann versuche ich das auch möglichst alles aufzuschreiben. Ja. Oder du hast im Gym irgendwie einen Sound so im Radio, ja, und es kann irgendwie so, keine Ahnung, auch so Popmusik sein, was auch immer so. Und auch wieder in dieses Buch, haben wir da vorhin drüber geredet oder im Podcast schon? Ich weiß nicht. Rick Rubin, Creative Way. Nee, aber Rick Rubins. Ja, genau, es ist so ein klassisches Buch, auch wenn es um Kreativität geht. Und er sagt halt, dass man als Produzent oder als Musiker, was auch immer, wie so Antennen hat, ja, und diese Ideen halt im Universum schon da sind und du empfängst, du lachst ja. Ich lache, weil ich das auch mal im Podcast gesagt habe, dass das für mich so sich so anfühlt, als ob Musik ja schon im Universum da ist und wir sortieren eigentlich nur sozusagen. Und du kannst die Idee dann empfangen quasi. Richtig, ja, du empfängst sie und wenn deine Skills ausreichen, kannst du das halt dann auf Papier bringen oder halt dann enabled in Sound rein. Ja. Und so fühlt sich das auch an, wenn ein richtig geiler Track entsteht. Ich habe das Gefühl, ich mache das nicht. Weißt du? Ja, ich weiß komplett, was du meinst. Die Idee kommt zugeflogen und der Track produziert sich von selbst und ich bin nur so diese Marionette. Ja, du bist nur die Plattform, die sozusagen dieses Chaos sortiert und in Ordnung bringt sozusagen. Ja. Und dafür musst du in ein gewisses Mindset kommen und da hilft mir persönlich Sport, draußen rumlaufen irgendwie und deswegen kann ich nicht ein Flugzeug produzieren, weil da bist du einfach abgefuckt. Ja. Und da komme ich halt, diese Ideen kommen dann nicht ran. Aber im Zug geht das? In der Bahn? Ich nicht kreativ sein. Also wenn ich jetzt einen Track fertig machen muss und nochmal Mixdown arbeiten oder so, ja, dann mal in der Bahn so, aber nee. Ja. Also ich finde den Gedanken, dieses Spirituelle, was du so teilweise ein bisschen einblicken lässt, du bist ja auch ein Mensch, der stetig an sich arbeitet, oder? Wie kam es dazu? Also sonst hatten wir jetzt noch keinen Gast, der irgendwie über Mindset geredet hat, als wir über Produktion irgendwie geredet haben. Also wie kam es dazu? Also liest du viel? Bildest du dich immer weiter? Gab es irgendwie eine prägende Zeit in deinem Leben, wo was dir dabei so ein Tool sein konnte, helfen konnte? Also das Ding ist so, als kreativer Mensch, oder ich meine, jeder Mensch ist irgendwo kreativ, aber dann gerade wenn du Künstler bist oder Musiker, finde ich, ist es so eine Gabe und so eine Fluch zugleich. Weil du bist halt sehr empfänglich und sehr sensibel, aber dann auch für Sachen wie Depression, Burnout und andere mentale. Ja, es ist einfach so, ne? Und ich habe so oft irgendwie depressive Phasen gehabt, Burnout und irgendwie so, obwohl irgendwie alles cool war, ging es mir dann richtig schlecht und musste dann irgendwie zur Therapie oder irgendwie viel meditieren und musste mich da wieder rauskämpfen und dann habe ich einfach gemerkt, dass es neben irgendwie so Karriere, Erfolg und Sport und gute Ernährung irgendwie noch was gibt, worum man sich noch kümmern muss und das ist so die mentale Gesundheit. Ja, und was ich immer gut kann, ist so Vollgas geben, so jeden Tag irgendwie grinden, so von Montag bis Freitag, bis ich dann irgendwie so komplett Shutdown habe, ja, bis mein Körper sagt so, okay, will ich nicht mehr, jetzt sind wir erstmal depressiv für 2 Wochen, um wieder zu regenerieren, weil Depression ist ja keine Krankheit, es ist ja eine Antwort auf, ne? Genau, das ist ja genau, der Körper will dir sagen, ey Digga, was machst du hier gerade? Das ist ein Symptom eher sozusagen. Genau, richtig. Ja. Und da habe ich dann für mich entdeckt, okay, es ist irgendwie wichtig, diese Work-Life-Balance, wie man das schon so schön nennt, ja, einfach auch, dass man sich so um seine eigene mentale Gesundheit kümmert.
Ich habe gelernt, was richtig gut hilft, ist das, was du gerade beschrieben hast, dass man diese Routinen hat, dass man morgens eine gewisse Routine hat. Also ich habe ja einen Doggo, so, und der hilft mir wahnsinnig morgens erstmal aufstehen, rausgehen. Doggo, Hund. Ja, Hund, kenn ich genau. nicht, das ist so ein Gen Z-Begriff. Ja. Doggo. Und das hilft einem wahnsinnig, eben diese Struktur zu haben, um morgens erstmal frische Luft, um erstmal klar zu kommen, dann diesen Ablauf zu haben. Und ich muss auch sagen, ich bin zum Beispiel überhaupt kein kreativer Chaot. Also ich bin super strukturiert in den Sachen, wie ich arbeite, und habe genau diese Phasen, wenn ich sage, jetzt bin ich kreativ. Ich habe natürlich auch so, dass ich kreative irgendwie Gedanken habe und so weiter, die chaotisch auf mich einwirken, aber dann muss man das halt aufschreiben und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen können. Oder dann nie wieder angucken, einfach nur aufschreiben. Ja, genau. Ich habe auch so eine Liste. Aber ich muss sagen, was mir am schwersten fällt mit dieser Work-Life-Balance, ist dieses Aufhören. Also deswegen meine ich auch so, ich schaffe das auch wahnsinnig gut, dann irgendwie über 2-3 Wochen durchzuarbeiten, aber dann irgendwann diesen Absprung zu finden, zu sagen, nee, jetzt ist so... Das ist aber auch wieder ein Extremer, ne? Also von einem Extrem zu dem anderen Extrem. Genau, also ich so. versuche mich immer dran zu hangeln, so okay, gut, das ist dann wieder gut, wenn man einen Hund hat, um 18 Uhr gehst du nämlich wieder Gassi, und dann ist halt entweder der Punkt, okay, gut, ich akzeptiere, dass der Tag jetzt vorbei ist und ich mache jetzt nicht mehr, sondern jetzt findet der Abend statt. Ja. Oder man sagt, nee, wenn ich jetzt das noch heute mache, dann muss ich es morgen nicht machen, und dann sitzt du da noch bis 3 Uhr morgens und dann geht alles so durcheinander. Sich eigene Regeln zu setzen, ist, glaube ich, wichtig. Und wenn es irgendwie nur und so... Und die dann einzuhalten. Genau. Ne? Und wenn es dann auch nur... Die muss ja auch nicht immer sein, ne? Du bist ja auch nicht perfekt, man ist auch keine Maschine. Aber man wenn ist du ja selbstständig dafür, damit man es nicht immer einhalten muss. Ne? Allein schon, wenn es irgendwie ist, vor dem Schlafen und nach dem Schlafen eine Stunde nicht ans Handy zu gehen. Ja? Weil das Problem ist ja auch nicht nur Social Media, sondern auch Sachen, Termine oder so, die du irgendwie erledigen musst. Was hast du für eine Screentime? Keine Ahnung, muss ich nach. Aber so aus dem Bauch heraus viel oder wie? Ja, viel. Allein schon auch, wenn ich irgendwie aber wenn ich zum Beispiel Hörbücher höre oder so, dann läuft das Handy ja auch so mit. Weißt du, dann zählt das ja auch schon als Screentime, deswegen kann ich dir nicht sagen, muss das jetzt real also wirklich. Also morgens schaffe ich das voll easy, nicht ans Handy zu gehen und so und da aufzuräumen und mache mir einen Kaffee und alles toll, super. So. Aber abends finde ich es so extrem schwer. Ich bin so ein Mensch, der nicht bei Ruhe einschlafen kann, weißt du? Also kann ich auch nicht. Das ist irgendwie, ich muss mir dann immer noch Game of Thrones, wo dann irgendwelche Leute geköpft werden oder so irgendwie reinziehen. Da kann man noch richtig gut schlafen, ne? So, finally. Genau, zum Beispiel heute früh bin ich aufgewacht und dann ich habe irgendwie gestern YouTube geschaut und hatte ich auf irgendwelche Mönchgeräusche irgendwie auf dem Laptop. Ich so, was ist denn hier los? Dann mach ich so die Bildschirmhelligkeit hoch und dann sind da 5 Mönche, die halt dumm. Und ich dachte, das ist jetzt hier schon wieder Fiebertraum quasi. Ja. Wie machst du das abends? Also erzähl mal von deiner Routine abends. Also. Ich habe geswitcht ich habe früher auch immer Fernsehen geguckt oder irgendwie Netflix zum Einschlafen. Wovon ich dann auch super schlecht träume immer, vor allem wenn es so brutale Sachen sind, so catchen mich gar nicht so im Wachzustand, aber dann merke ich, dass ich so voll die stressigen Träume habe, dass ich irgendwie das sind aber die spannenden Träume. Ja, also aber dann wachst du halt morgens halt voll gerädert auf, so, ne, weil du dann irgendwie nachts auch nochmal ein anderes Leben gelebt hast, nochmal ein stressiges Leben, obwohl du dich eigentlich so entspannen musstest. Hörbücher hören tatsächlich. Nicht mehr gucken, sondern einfach nur hören. Also komplett bei Stille einschlafen kann ich nicht so. Da werde ich wahnsinnig. Ja. Das sorgt aber dafür, dass du nämlich guten, basten Schlaf hast tatsächlich. Also ich bin immer so, ich gucke auch bis 3 Uhr morgens manchmal Netflix und so, aber ich mache immer alles aus und penne dann ein. Und das sorgt dafür, dass ich wirklich wie ein Stein schlafe. Also, ich kenne jemanden, der so gut schlafen kann wie er, ohne Scheiß. Das ist da Gabe, Digga. Da habe ich Talent für tatsächlich. Immerhin. Aber nur im Flugzeug tatsächlich nicht. Kannst du da pennen? Ja. Ja, im Flugzeug. Sobald sich das so ein bisschen bewegt und so diese Vibration, ist es so... Kipp ich über einschaukeln, ja. Okay. Auch auf dem Beifahrersitz, so wenn ich irgendwie den Fahrer irgendwie animieren muss oder so, weil er lange gefahren ist, so, es geht nicht so. Was mich mal noch interessieren würde, ist so ein kleiner Callback nochmals auf das Fitness-Thema. Wie kriegst du das hin? Ich meine, du gehst ja ins Gym. Gehst du 2-mal die Woche, 3-mal die Woche? Eher 4-5-mal die Woche. Aber wie kriegst du das hin mit den Regenerationsphasen vom Gym? Und der Montag ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen der Montag ist ja dann auch so ein bisschen im Arsch, sagst du, und ich kenne das ja selbst, weil ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten, ich schaff's 2-mal die Woche ins Gym zu gehen, mit allen anderen Sachen, die ich machen muss, mit am Wochenende auflegen, und das ist aber wirklich, ich bin dann am Klippen, weil ich habe dann genau Zeit nach den 2 Tagen, also immer genau so zu regenerieren. Und ich denke mir auch immer so, wenn ich Freitag einen Gig spiele, ich kann Donnerstag nicht ins Gym gehen, weil dann habe ich Muskelkater. Auf gar keinen Fall Beine trainieren. Auf gar keinen Fall Beine trainieren, aber auch nicht mehr Oberkörper, weil ich merke so, ich habe Muskelkater, und dann wenn ich Muskelkater habe, dann kriege ich richtige Parapsychosen, denke so, ich bin schlecht, ich kann nichts, mein Körper kann nichts abrufen und so. Okay, krass. Das ist Feintuning auf jeden Fall, und das hat auch bei mir Jahre gedauert. Aber wenn ich am Wochenende travel,
dann klar schläfst du wenig, weil du am nächsten Morgen irgendwie zum Flughafen musst und ja, im Flugzeug schlafen, das holt immer noch mal ein bisschen was auf, aber ist nicht das gleiche wie in so einem Bett irgendwie 8 Stunden durchzuschlafen. Sonntag auf Montag, wenn ich dann nicht spielen muss und zu Hause bin, dann schlafe ich wirklich so 12, 13 Stunden. Und es ist mir auch egal, ob ich jetzt bis 13 Uhr schlafe, so, ich penne dann einfach Aber du kannst so lange schlafen. Ja, das geht, weil mein Körper holt sich das einfach wieder zurück, so. Ich kann eigentlich nicht vorher aufstehen wieder. Ja, okay. Mein Schlafrhythmus ist so kaputt, dass ich auch wirklich so um 5 Uhr nachts manchmal schlafen gehe oder morgens dann im Endeffekt und dann bis 14 Uhr schlafe oder so. Wow, Und dann gehe ich ins Gym. Und das Problem ist nicht, wie schaffe ich ins Gym zu gehen, sondern wie schaffe ich es nicht ins Gym zu gehen, weißt du? Ich kann nicht hingehen, weil ich fühle mich dann einfach schlecht so. Ja, ich brauche das, um kreativ zu werden. Und dann ist sich vielleicht auch wertvoll zu fühlen. Ja. Ja. Hast du schön gesagt. Ja. Und dann ist wichtig, nach dem Training einfach auch wieder aufzufüllen mit Carbs zum Beispiel, ja, dass man auch darauf achtet, dass man alle Mikro- und Makronährstoffe zu sich nimmt. Und das ist halt wirklich Feintuning, was man über die Jahre dann für sich selber entdecken muss, weil mein Plan würde wahrscheinlich für dich nicht funktionieren und deiner nicht für mich. Ja, das ist das, was ich auch am meisten gelernt habe irgendwie über die Jahre. Also es hat bei mir jetzt bestimmt, ich habe auch für mich eben deswegen mit diesem so 2-mal die Woche meine Routine gefunden, aber ich habe auch gemerkt, es hat ewig gebraucht, um zu checken, nee, mach mal nicht Push-Pull, Arme, Beine, mach mal einfach ganz Körper, weil das funktioniert für dich. Ja. Und mach dann nur 2-mal die Woche, aber dann doll, weil dann hast du den Tag zum Regenerieren. Das ist ja, wir sind alle individuell, ne? Also. Ja, aber wir sind auch alle Generationen irgendwie Social kaputt. Media und auf Insta sagt ihr dann, weiß ich nicht, Heiko Kalbach, nee, das sind alles Idioten, die das so machen. Alles Lutscher. Ja, das sind alle die Hautstände erzählen dir so, du musst es so machen. Und wenn ich denke mir so, ja, aber gut, wie mache ich es denn dann so? Also, das ist irgendwie schwierig. Du musst das für dich, also ich denke, man muss sich das für sich rausfinden. Ich finde es ganz schwierig, irgendwie so Fitness-Influencer zu folgen und dann versuchen, deren Konzept nachzumachen. Erst recht, wenn die sagen, meine Formel ist die beste. Genau. Das finde ich auch da falsch. weißt du gleich schon, ist Quatsch. Das kannst du nicht sagen. Jeder Mensch ist unterschiedlich so und was für die eine Person funktioniert, wird für die andere nicht funktionieren. Ja, das Heftigste ist auch was so suggeriert wird mit dem so, ja, kauft mein Programm in 3 Monaten, werdet ihr so krass aussehen. Das ist die unrealistischste Schweinescheiße, die ich je gehört habe. Sorry, aber der musste auch bezahlen. Also, dummes muss sein. Ja, ist einfach so. Ich würde sagen, wir gehen mal so langsam so in die triviale Richtung, oder? Ja, also, ich habe auch noch so ein paar Quatschfragen. Okay, so Mittelquatsch. Also hast du irgendeine Backstage-Geschichte, die dir einfällt, wo du sagst, ey, da ist was ganz, ganz Abstruses passiert? Muss ja keine Namen nennen, aber wir können auch gerne über Leute reden. Ferdi zum Beispiel, was ist da passiert? Ja. Was hat der? Ferdi, Backstage-Geschichte. Das kann ich nicht sagen. Nee, du musst ja keine Namen nennen, sondern ja, das ist so, Backstage sind immer so diese Orte, wo man dann nicht mehr gesehen wird und wo dann Artists auch gerne mal so einen über den Durst trinken. Werden dann voll bonkers, fragen die Leute, was deine Lieblingsszene in Herr der Ringe oder so. Oh, ja. Komisches Zeug. Ja, das bin ich. Ja. Ja, ich habe komische Fragen auf jeden Fall, aber nee, Leute konsumieren dann viel und trinken viel und dann wird das schon mal sehr lustig. Aber ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, jetzt keine Backstage-Szene gehabt, wo ich irgendwie rauslaufen wollte, wo ich dachte... Ja, mir gehen bloß mal die Egos auf den Sack, wer dann sich zuguckst und dann zusäuft und dann, den Napoleon-Komplex so. Kokser, die dir so ein Kotelett an die Backe labern, ey, das ist das. Ja, übrigens, ich habe da. Ja, ich mache ja auch Mucke so, ich produziere auch. Das ist auch das Beste. Ja, also, die Schlimmste ist so, willst du mal reinhören? Mal an und dann so am Handy. Ich denke mir so, Alter, Digga, der Bass schallert an, das ist noch nie in meinem ganzen Leben gemacht, dass ich im Backstage reinkomme und sage, ey, übrigens, hier, da sind meine Checks, hier, die Millionen Klicks habe ich und so, weißt du, noch nie. Wenn mich Leute dann irgendwann drauf anquatschen, dann kann man drüber reden, aber also das... Ich hab das mal gemacht, wo ich total besoffen war. Ja, gut. Hier bei dem Head-Off verknüpfte, weil, egal. Ach so, stimmt, hast du erzählt. Ja, auf jeden Fall, andere Geschichte. Naja. Ich habe eine ganz klassische Frage auch, die wir ganz oft haben. Was steht auf deinem Rider? Digga, wollte ich auch gerade fragen. Ich wurde auch darauf hingewiesen, diesmal mal die Leute wieder abzuholen, weil ja nicht jeder immer weiß, was ein Rider ist. Mal zu sagen, Leute, ein Rider ist folgendes, wenn du gebucht wirst irgendwo als Artist, dann gibt es einen Technical Rider und so einen Gesamtrider und auf dem Rider, das ist der Wisch, den du abgibst, wo da steht, das brauche ich, damit meine Performance oder mein Auftritt, damit das heute funktionieren kann. Und ich frage jetzt nicht so, auf welchen CDJs oder Mixer willst du spielen, aber genau auf diesem Rider steht genau diese Accommodations-Geschichten so. Was steht da so drauf bei dir? Beim Gig tatsächlich einfach nur Wasser und Wodka. Ich habe eine Grey Goose Wodkaflasche, die ich auch nicht alleine austrinke, sondern die ich dann mit allen teile, so, weil ich finde, es gibt auch oft Gigs, wo ich gar nichts trinke, aber ich finde es dann irgendwie ganz cool, so mit den Leuten so einen Shot zusammen zu trinken. Das ist so ein
und so 1, 2 Shots sind Wo dann sagt auch 9 von 10 Freundschaften. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Ja, auf jeden Das Fall. finde ich immer ganz cool, ja. Und dann trinke ich auch gerne Shots und einfach stilles Wasser dazu und die Leute dann auch immer so, ja, guck mal, wir haben einen Rider bekommen und da steht jetzt nur Wasser und Wodka drauf. Stimmt Voll das? Psycho eigentlich. Stimmt, ja. Stimmt das so? Ja. So, ja, ich will nur das trinken. Ja, so. voll stoisch. Aber im Endeffekt Sonst gut. noch irgendwas anderes? Nix. Irgendein Wirklich Jojo nix. aus Japan oder so. Genau, Nix. ja. Ich fand das auch immer so, es wurde mir dann auch gesagt, so, ja, guck mal, dann musst du irgendwie was da draufschreiben, was besonders ist, damit die sich darum kümmern und so. Ich will doch den Veranstaltungen so möglichst wenig Arbeit Ja, sympathisch. ne, Man kann wie sich möglich, unterhalten. genau, Ja. zu geben und nicht irgendwie so, nur weil ich jetzt irgendwie ein bisschen bekannter bin als der oder der, sagen, ich muss jetzt das und das haben, weißt du? Ich finde Ja, so Grey ja. Goose ist schon so Top-Notch-Wodka, so, was da drüber, wozu braucht man das? Ich find's witzig, wenn man so Sachen draufschreibt. Ich hatte ganz lange Reiswaffeln drauf. Einfach Ja. weil Reiswaffeln cool sind, um irgendwie deinen Blutzucker mal wieder zu kicken oder konstant zu halten. Aber einfach nur um zu gucken, so lesen die sich das überhaupt durch oder machen die das überhaupt? Machen 9 von 10 Promoter. Ja, was auf ich jeden richtig, Fall. was ich richtig scheiße finde, das sage ich auch wirklich öffentlich, wenn Leute Kippen auf ihrem Rider haben, weil ich mir denke, so, Digga, du kauf doch deine scheiß Kippen selber. Hä, du fliegst auch überall rum, kannst Duty Free holen am Flughafen, kauf doch deine Spaß halt einfach jedes Mal 11 Euro. Ne? Ja klar, kannst du überall sparen. Ja. Ich kann doch irgendwie meinen halben Wocheneinkauf da draufschreiben, Datteln und Käse bitte, weil die fresse ich Zum super Mitnehmen, gern. ja, so Vorteilspack. Ja. Dann musst du so Gewinnspiele oder so Lottolose. Das- dann drauf. Ja, das Lottolose, ist schlau. Lottolose, Das ist Ich ja, schlau, schwör's dir, ne? das Ja, schreibe ja. ich mal auf. Doch, das Dann ist den mein Gewinn Ding. teilen. So. Oder nicht? Wir waren ja heute, also es ist ja schon eigentlich ein sehr netter Talk gewesen, oder? Also Ja, schon nett. wir wollen jetzt gar nicht in die andere Richtung gehen, aber Die Unnette oder was? nein, so Richtung ich habe die Frage auch gestellt, was könnte man aus deiner Sicht in dem aktuellen Musikgeschehen noch verbessern? Also, wenn du jetzt die Hand drüber hättest, was stört dich vielleicht ein bisschen? Oder wo du sagst, okay, hier haben wir noch krasse Reserven, Jungs, Mädels, hischiert, Alter. Bei 8 von 10 Veranstaltungen das Licht. Auf jeden Fall. Oh, Es gibt viele Veranstalter, wie jetzt zum Beispiel Unreal oder Awakenings, Time-Up oder so, wo einfach Licht auch Teil vom Konzept ist. Ja. Und ich find's so wichtig und egal wo ich spiele, ob ich weiß, dass es jetzt ein guter Promoter ist oder nicht, oder die jetzt viel Wert auf Licht legen, ich gehe da zu dem Lichttechniker hin, so, ich begrüße ihn, ich frage ihn, wie es ihm geht, so, und dann sage ich ihm ganz genau, pass auf, du kannst jetzt machen, was du willst, was die anderen Artists wollen, aber wenn ich spiele, will ich das und das und das haben. Ja. Und zu 5% wird's umgesetzt. Hey, Ja, es ist dann einfach komplett dunkel so. Und was auch am allerschlimmsten ist irgendwie, wenn du Techno spielst, der so 150 BPM schnell ist und die Lichter dann so langsam im Raum Ja, gehen. ja. Das ist so die Automation die ich so, ganze Zeit Ich läuft. bitte dich, Alter. Ja, weißt oder, du, oder von Rot zu Grün zu Ja. Blau, weißt du? ja, oder so diese Laser, die auf da dem hinten so Abi-Ball, im Ding so, rumkriegen, ja, so, wirklich. ne? Also Das bitte kann ich bei hol Das uns ist wie bei beim mir. Autoscooter dann. Genau, so die ihr habt so Auswahl. krasse Sachen, irgendwie so Moving Heads, die das und das können. Ich so, mach das doch irgendwie so metrisch oder, ich meine, bei Klangkünstler diese Outworld Productions so, ne? So. Ja, So macht man Licht. Ich finde, weißt du? man kann aber auch so, also die Leute checken nicht, wie wichtig das ist und wie wichtig das für die User Experience ist, ja. dass das Licht on point auch Ja funktioniert. gut, das Ding ist halt, der Techniker wird halt bis 20 Uhr bezahlt, aber ist halt bis 6 Uhr da. Genau. Weißt du? Und der trinkt Und dann das halt fand immer. es ganz geil bei meinem ersten Job im Club. Also mein allererster Job war dann in diesem besagten Club in der Grinsekatze als Runner. Der zweite Job war nämlich dann das Licht machen. Und ich stand tatsächlich genau neben dem DJ und hatte so eine kleine selbstgebaute Box, wo so Automationen drauf liefen und ein paar Programme. Und das war richtig geil, weil ich wirklich mit der Performance sozusagen mitgehen konnte und dann auch das Strobo perfekt setzen konnte an all die Stellen und so. Das hat sich so gebockt und du hast dann auch gemerkt, dass wenn ich da Lust darauf habe und nicht irgendwo in der Ecke sitze, manchmal da, dann mal so, jetzt mal wieder das Programm, jetzt war 20 Minuten Langeweile, das macht was. Also das macht für das Gesamtprodukt mega viel. Und das checken viele Leute nicht. Weil tatsächlich, ich habe eine ähnlich gestaffelte Frage. darf ich noch was dazu sagen? Ja, safe, super safe. gerne. Darf ich noch was sagen? Wie man das ändern könnte, ich finde, man sollte mehr Fokus auf die LJs setzen, ja, dass man, wie so, klar, DJs, ne, das wird kuratiert so, DJs, das ist das Line-Up, die DJs spielen, was auch immer, und das sind die LJs so, die spielen zu der und der Zeit. Im Berghain ist das ja so, dass so wirklich Kenner dann auch wissen, so, guck mal, der und der LJ macht jetzt heute das Licht von 10 bis Hatte ich einmal auf einer Party in Glasgow, wo ich gespielt habe, da war ein VJ dabei, der dann auf der LED das alles gesteuert hat. Und das finde ich auch safe. Und dann haben die da wahrscheinlich auch mehr Bock drauf. Ja. Und dann würden sich vielleicht auch mehr Leute für diesen Beruf irgendwie erfreuen, wie sagt man?
interessieren, begeistern, ne? so, Dafür begeistern. Und dann wird es einfach mehr LJs auch geben, die dann wirklich nur für 2 Stunden bezahlt werden und die dann halt einen richtig geilen Job machen für die Zeit und nicht, weil wenn du da 10 Stunden sitzt, so klar bist du dann nicht bei jedem Job dabei und schaffst es genau auf die Kick dann so das Strobo-Time und so. Ich finde, was sich auch krass verändert hat, ist, dass du ja nicht mehr früher, also keine Ahnung, vor 10 Jahren war auf einem Facebook-Veranstaltungsflyer war das Line-Up, dann war der LJ und dann stand auch die Anlage immer dabei. Das heißt, es war der Fokuspunkt, die Anlage war auch teilweise der Star. Da stand immer dabei, wir haben eine Function One dabei. So. Und das hat sich auch krass geändert, dass die Anlage juckt im Endeffekt fast Logitech, keinen mehr. So. genau. Logitech, ja. Ja, aber die Leute kennen nur Function One. So. Ja. Und es gibt so viel bessere Anlagen, so die ich irgendwie mehr feiere. Ja, vor allem kommt es auch drauf an, wie die quasi eingerichtet wurde. Wie sie eingemessen ist tatsächlich. Ja. Mal hier, Function One. Da siehst du. Ich habe noch eine letzte Frage. Also wenn du noch jeder eine letzte und jeder dann noch eine. gehen wir in die Abschluss Ritualien. Genau. Wir haben ja ganz viel über Präsent gesprochen, über die Vergangenheit, aber noch gar nicht, wie sieht deine Zukunft aus? Das habe ich auch. Sehr witzig. Aber ich habe noch eine. Ja, hast du irgendwelche Fixpunkte, irgendwelche Pläne, Meilensteine für dich, für die nächsten Jahre? Wo siehst du dich da? Also, sagen wir mal, der Matthias in 5 Jahren, was hat er schon geschafft, damit du glücklich bist? Wenn dein Glück von Erfolgen abhängt. Wenn das Glück von Erfolg abhängt. Also es gibt natürlich so ein paar Veranstaltungen, wo ich gerne spielen wollen würde, wie zum Beispiel Awakenings oder Time Warp. Ja, das sind so Meilensteine irgendwie, was ich mir vorstelle. Aber prinzipiell geht's mir eher so darum, immer so ein bisschen besser zu werden, ja. Und wenn das jetzt ist, irgendwie noch krassere Tracks zu produzieren oder irgendwie noch perfektere Sets zu spielen oder was auch immer, das ist mir irgendwie viel wichtiger. Das klingt super langweilig und so voll klischeehaft, weißt du? Aber ich versuche mich einfach selber immer so ein bisschen zu verbessern und ich will mich da nicht zu sehr fokussieren auf diese Meilensteine, weil ich glaube, dass das so ein bisschen Kreativität wegnimmt. Ich höre das auch oft so im Backstage, wenn ich mit anderen Artists rede, die so, ja, ich möchte jetzt unbedingt jetzt in den nächsten 2 Jahren so und so viel Follower haben und jetzt so. Das sind aber die seit 2 Jahren dabei sind, oder? Ja, meistens. Genau, die relativ schnell so gerade dazu gekommen sind und ich habe gemerkt, das Wichtigste, was du mitbringen musst auf jeden Fall, ist Geduld, so. Und du kannst Sachen einfach nicht forcen, so nicht. Vertraue einfach dem Prozess. Man muss halt Bock haben, was zu lernen und nicht Bock haben, was zu sein. Genau, ganz genau. Du musst dieser Prozess muss dir einfach Spaß machen. Ja, so. genau. Und ich will einfach, dass mir das weiterhin Spaß macht und weiter an mir arbeiten und ja. Geil, also. Amen. Finde ich sehr geil. Eine Sache noch im Anhang. Sind ja bestimmt sehr, sehr viele Leute, die dich extrem feiern, die das hier anschauen. Warum macht es sonst? Was würdest du quasi den Techno-Jüngern an die Hand geben? 3 Tipps, die vielleicht denen weiterhelfen können aus deiner Perspektive, die dir vielleicht auch geholfen haben? Collabs zu machen mit anderen Produzenten, um den Horizont zu erweitern, weil man fährt sich so fest in seinen eigenen Workflow. Es ist ja auch gut, irgendwie einen Workflow zu haben, dass man sagt, okay, ich fange jetzt mit der Kickdrum an und dann mache ich die Drums und dann mache ich die Melodie. Arrangement, wie das aussieht und so. Ja, und wenn du dann mit anderen so eine Collab machst, so, dann sitzt du da und denkst so, boah, krass, Alter, so würde ich es jetzt vielleicht nicht machen, aber könnte man ja mal versuchen, weißt du? Ja. Und ich war mir da immer so ein bisschen nicht zu schade, aber ich war dann immer so, nee, ich will mein eigenes Ding machen und ich will mir auch nichts von anderen angucken. Engstirniger so. vielleicht, Genau, bis ich dann irgendwie mit ein paar Leuten im Studio saß und dachte so, ey krass, das hat mir irgendwie so die Augen geöffnet, so, oder auch mit Hip-Hop-Produzenten zusammen zu produzieren oder mit Vocalisten oder so, weißt du? Ja. Das kann ich, also das ist Punkt 1 auf jeden Fall, Collabs zu machen. Ja. Sich in Geduld zu üben auf jeden Fall. Weil ich finde, wenn man so, ich merke das auch oft bei Artists, die dann so jetzt möglichst schnell wachsen wollen und wo Wachstum so die höchste Priorität hat, das sieht man auch, das ist nicht authentisch. Weißt du? Du machst jetzt bestimmte Sachen, weil die gerade, genau. Das ist steril. Richtig, was du vorhin schon gesagt hast, so, ne? Es wird gerade gemacht, weil es irgendwie gerade Trend ist so, aber dann bist du auch austauschbar. Ja, und bist du der Trend quasi. Genau. Also es funktioniert für viele sehr gut, habe ich gemerkt. Und es kann auch gut funktionieren, wenn man da halt sehr, sehr, sehr dran bleibt und dabei bleibt und immer wieder den aktuellen Trend liest. Ja. Und in Hardtechno ist zum Beispiel immer die aktuelle Kick, die gerade jeder produziert und jeder feiert. Gleiche Splice Vocals. Ja, genau. Aber du bist halt auch immer abhängig davon, dann genau das zu machen, wenn du eben gar kein Handsigning irgendwie, keine Handschrift mit drin hast. Und ist das langlebig so? I don't know. Weißt, genau, kann langlebig sein, aber es ist halt stressig. Oder Künstler wären noch da ohne Social Media? Oder was bleibt dann danach? Wenn jetzt wirklich, wir haben uns im Auto kurz darüber unterhalten, dass es vielleicht so irgendwann
wie wir auch schon gesagt haben, die Leute ins Offline fliehen, so, und dann wird keiner mehr Social Media irgendwie benutzen. Was bleibt dann übrig so von dem, ne? Und dann sind es, glaube ich, schon die Leute, die so langfristig da Stein auf Stein gelegt haben, die da irgendwas ausgelöst haben und nicht irgendwie bloß den Trends mit irgendwelchen Videos gefolgt sind. So. Der zweite, Nummer 3. Nummer 3. Ja, es ist ähnlich. Spendet bei PayPal Spendet an BPM Berlin. Ja, genau. So, das damit sie wird wachsen auf jeden können Fall und noch bekannter werden und dann direkt hierher fahren. Du kriegst deinen Anteil. Spendenlink werden wir jetzt hier einblenden. Das ist Da etwas, können wir was eigentlich auch wirklich den mal Jüngeren Crowdfunding. Wir brauchen sehr nämlich hier neue Dinger und so. Hier wird nämlich ist ausbalanciert, das billige Mikrofonständer. Aber es ist auch sehr Metal, was wir uns aber einfallen lassen haben hier mit Das diesem ist schon was sehr Nices, aber aus aber Mordor, aus dem aber letzten das Gig Einzige, damit was uns noch fehlt, außer Charme und Charakter, ist auf jeden Fall Geld. Ja. Aber komm, ich habe noch eine letzte Frage. Also haben wir den dritten Punkt schon? Ja, nee. Ach so, nee, ich dachte, das war der dritte Punkt. Spendet Geld an Nein. BPM. Nee, dranbleiben auf jeden Fall. Es ist ein Trust for stolpriger Process. Trust for Process, wie du schon sagst. Es ist ein stolpriger Prozess und es geht nicht immer bergauf oder bei einigen ja, aber den Mut nicht verlieren und einfach weitermachen, egal was andere Leute sagen. So. Ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ich überlege gerade, welche Frage ich nehme. Wenn du komplett frei wärst, also das würde alles, egal, du kannst machen, was du willst. Was wäre so dein Traumprojekt? Musikalisch jetzt so für Afro Psycho. Ich glaube, ein Remix von Randomer Bring zu machen. Ein Boah. Official Remix. Boah, krass. Ich war auch nämlich am Anfang. Ich habe den gerade genau im Kopf. Ja, doch. Das ist Kunst, wenn du Boiler Room. Wenn du direkt ein Beat im Kopf hast, das ist Kunst. Dieser Track, und das war auch schwierig. Ich wusste nicht, welche Platte ich mitnehmen soll, aber die Randomer Bring Platte war ein Geschenk tatsächlich. Die kann ich nicht verschenken, weil Geschenke verschenkt man nicht. Annehmen können, Alter. Ja. Also die ist auch relativ teuer mittlerweile. Ja. Ich glaube, also erstens kriegst du die nicht und die geht für ein gutes Geld weg. Das ist ja nicht wichtig. Aber dieser Track, krass, diese runtergepitchte Flöte oder was es auch immer ist, so ist, also Wahnsinn. Goddamn. Ja, Goddamn. also Randomer, ich glaube, der macht gar nicht mehr so viel, ist nicht mehr so, also ich sag auch oft so, wer ist dein Lieblingsproducer? Ich so, ja, Randomer. Ich habe noch dieses Randomer Sample Pack, das ist gut, das ist richtig gut, das ist sehr hart, aber es ist sehr, sehr gut. Ja, mit diesen Galopp-Sachen, die da drin sind, ja. Also Randomer, wenn du das siehst, dann ich würde gerne Official Remix von Bring machen. Spendegeld. Und Spendegeld. Genau. Ja, cool, dann können wir ja eigentlich, das passt ja perfekt, um jetzt nochmal in diese Abschlussrunde Track der Woche oder so. Aber warte, eine Sache noch, was ist dein Jugendwort des Jahres? Also dein persönliches Jugendwort? Ja. Checkst du oder ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber so sage ich dir ehrlich. Und das sagen nämlich, das sagen auch Leute so in meinem Alter. Das hat so, das ist Genre, so Dings, generationsübergreifend so. Digga, sage ich dir ehrlich. Sag ich dir ehrlich. Da fragt man sich, was im Rest des Gesprächs so passiert, weißt du? Ja, solche Leute sagen nie was ehrlich. Was passiert da? Ja, genau. Sag ich dir ehrlich. So, also, pass auf, Track der Woche, soll ich anfangen? Fang du an. Ja, wir haben ja alle Need for Speed Underground 2 gespielt. Oh. Und da habe ich für euch Riders on the Storm mit Snoop Dogg, dachte ich so, Alter. Also das die Version auch. Ja, genau. Weil das für mich so heute so ein Wetter ist, wo man nicht draußen sein will, sondern machst du das Ding an und dann zocken irgendwie zu Hause. Geil, habe ich irgendwie Bock drauf. Ja. Habe ich geiles Stimmungsbild. Ja. Ist sehr beruhigend auch so. Ja. Das ist wie so ein Chanting, so, ja. Geil. Mein Track der Woche. Ja, oder? Also was du auch mal... Ich habe meinen gerade gelesen und habe mich spontan nochmal umentschieden. So, deswegen, du könntest jetzt zum Beispiel mal Spotify gucken gerade. Du kannst auch noch sagen, wenn du jetzt irgendeinen Produzenten hast, den du irgendwie jetzt deine Aufmerksamkeit geben willst, dem nochmal pushen willst oder so, kannst du natürlich auch machen. Falls dir da irgendjemand einfällt. Wer hat noch nicht den Ruhm ergattert, den sie erst verdient hat? Linz ist polnischer Producer. Linz, Igor heißt er. Mit dem habe ich auch einen Track zusammen gemacht, Dream. Ja. Wie wird er geschrieben? Linds. Linz. Ich glaube, wenn es jetzt einer ist, für den ich mich entscheide. Also es gibt sehr, sehr viele. Aber ja, Linz auf jeden Fall sehr, sehr, oder mit Jugendwort geisteskranker Producer. Geisterkrank. Ey, scheiße, wir haben dir voll die Aufgabe gegeben, dass du 3 Tracks mitbringen sollst, ne? Ich erinnere mich. Hab ich. Können wir auch machen. Dann wird 3 Tracks Wir können auch 3 Tracks reinnehmen. Warte, ich spam meinen ganz kurz nochmal rein. Ich habe mich doch für den entschieden, den ich ursprünglich hatte. Der ist von No Name, Gros T heißt der. Das ist Producer von Organic aus Frankreich, aus der ganzen Crowd. Der
einfach saugut ist. Also ich kann gar nicht so viel dazu sagen, der macht sau viele unterschiedliche Genres gerade und probiert sich so ein bisschen aus, mixt viel ein bisschen mit französischem Rap und der No Track Name. No Name heißt er. Auch mit diesem durchgestrichenen O tatsächlich. Weißt du ganz genau, was für Mucke das ist, nämlich atzige auf die Fressen Mucke. Ja. Sehr, sehr geil, hört euch den an. Und Muss ich mir spielt mal den anhören. vor allem. Der Okay, ist sehr nice. welche 3 Tracks hast du uns denn mitgebracht? Also Platz 1 ist natürlich Clouds Chain to Dead Camel, haben wir schon gesagt. Platz 2, sehr unüblich, also es kommen jetzt keine Techno-Tracks mehr. Wheatus Teenage Dirtbag. Ja. Oh, geil. Sehr geil. Weil ich bis vor kurzem immer noch dachte, dass diese weibliche Stimme am Ende in dem Outro, dass das eine Frau gesungen hat. Ja. Und jetzt weiß ich, dass Diese es der hohe Leadsänger, Stimme, ja. genau, I've got 2 tickets to Ireland. Weißt du? Ja. Und das hat der Leadsänger einfach gesungen und das wusste ich 15 Jahre oder so nicht. Ja. Und ich habe den Track schon immer gefeiert, aber dieses Outro zum Schluss, wo diese Frauenstimme kam, das habe ich dieses Solo mit diesen, ich glaube, Drums oder nur Dasselbe Gitarre. Ding ist auch bei Dragostea Dintei, ist ja auch eine Frau. Oder andersrum irgendwie so. Nee, das sind 3 Dudes. Blaze, nee. Ja, das sind 3 Dudes. Nee. Doch. Bei Dragostea Dintei? Ich glaube auch, ja. Das sind 3 Dudes. Ja, Ja. Na gut, dann gibt's Und noch der eine eine Version hat davon, nämlich da aber lass auch ich so mich eine nicht hohe verarschen, Stimme. das ist doch Quatsch. ja, super geil. Und bis ich dann ein Video gesehen habe, wo der Typ das halt selber gesungen hat. Und ich finde den ganzen Track, so geht's so, aber den letzten Schluss finde ich halt sehr, sehr geil. Und der dritte Track? Dritte Track, schwierig. Katzengo. Eminem auf jeden Fall, weil Sound meiner Kindheit so. Till I Collapse. Ich würde jetzt When I'm Role Gone. Model sagen, weil der schon einfach richtig asozial auch einfach ist so. Mhm. Ja. Aber Eminem jeder Track, weil es einfach so dieser Rebell, so dieses Tabu brechen und ich fand's immer geil, so es hat irgendwie so resoniert mit mir. Ja. Stan, meine, nimm einfach mal Stan, okay. wir nehmen Stan. Wir nehmen Stan. Geil, gibt's auch genug Remix. Alter, geil. Ey, kann es wirklich sein, dass wir jetzt wirklich durch sind mit dieser Folge? Es sieht fast so aus. Tatsächlich. Ja, haben wir Ja, so ist es. Das Digga, hat mir mega viel Spaß gemacht. ohne Es war Scheiß, mega die ja. super entspannte Sehr, Folge. sehr geiler Typ. Du bist wieder gerne nächstes Jahr wieder eingeladen, wenn du Bock hast. Wenn Ich du habe mich Lust hast. sehr wohl gefühlt mit euch. Mein erster Podcast, by the way. Ich war sehr Sehr schön. aufgeregt, um ehrlich zu sein. Konntest du aber gut ich hab mich verstecken, sehr, ja. Danke. Ich habe Ja. mich sehr wohl gefühlt mit euch. Ja, Digga, richtig geil. Leute, folgt AFM Psycho auf Instagram, falls ihr das noch nicht getan Und habt. BPM Podcast Berlin und spendet Geld. Ja, genau, spendet Geld an lukas.monier@outlook.de. Nee, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, wie auch immer. Könnt jetzt gerne einen Kommentar da lassen, wenn es euch besonders gut gefallen hat. Wenn nicht, wie Hit immer the Like weglassen. Und ansonsten könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben, welcher Gast als nächstes kommen soll. Ja. Hast du noch letzte Worte? Willst du irgendwas noch sagen, loswerden? Jetzt so. Nee, ich bedanke mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mich echt wirklich sehr gefreut und ich komme natürlich gerne im nächsten Jahr wieder. Mashallah, Habibi. Vielen Dank. Danke noch übrigens an die Redaktion hier, an die ganzen Leute, die das hier im Hintergrund wieder produziert haben und an District Berlin, die uns hier die Möglichkeit geben, in ihrem Wohnzimmer einen Podcast aufzunehmen. Ohne euch wären wir nichts. Ja, alles andere verlinken wir unten und ja, haut rein. Danke für alles. Ciao. Tschüss. Hallo. Wenn ihr diese Folge gerne gehört habt, dann habt ihr die Chance, noch mehr von uns zu erfahren, zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu schmecken und zu riechen. Auf diesem Kanal hier. Hier, da drüben, da oben oder auch da. Genau, Je und nachdem. hier unten ist der Abonnieren-Button und es würde uns natürlich sehr viel weiterhelfen, wenn ihr diesen betätigen würdet. Soweit ich weiß, muss dieser Abspann mindestens 30 Sekunden Sekunden gehen. sein. Daher reden wir. Ja. Mehrere Wörter. Oder schweigen.